Hallo, guten Abend, ihr Lieben. Ich hoffe, dass das hier alles funktioniert. Ich hoffe, dass das hier alles funktioniert. Ich hoffe, dass das hier alles funktioniert. Noch ein Anlauf. Oh Gott. Ich war leicht geschockt. Ja, einfach mal gleich noch mich selbst zu hören und ihr hört mich dann wieder und dann höre ich mich wieder selbst. Es hätte eine super tolle Echo-Schleife gegeben. Abgewürgt. Ich hoffe, jetzt ist es okay. Ich habe jetzt einfach hier bei mir den Ton komplett ausgeschaltet und hoffe, dass es jetzt entsprechend läuft. Petra schreibt, es klappt sehr gut. Ja, ich hoffe es. Also, sorry. Man ändert eine Kleinigkeit und schon haut es einem das ganze System um die Ohren. Ich habe eine Kleinigkeit heute geändert, nämlich ich habe die Bildschirmaufnahme mit eingebunden, weil ich versprochen habe, dass wir heute mal gemeinsam das Thema Vollquill angucken. Hintergrund ist, dass ich ja gerade ganz fleißig hier an meinen Kugeln gebastelt habe und viele von diesen neuen Kugelmotiven auch eine Folienveredelung bekommen haben. Ich zeige die euch nachher nochmal ganz in Ruhe. Aber ich dachte, wir fangen einfach mal mit dem Bildungsteil an und gucken uns zuerst das Vollquillen mal an. Ich benutze dafür heute die Silhouette-Software und eine Portrait 2, weil ihr wisst es, ich eigentlich immer mit Silhouette-Plottern arbeite. Und ich habe mir hier unten wirklich nur die Porträt hingestellt, weil der Platz so ein bisschen begrenzt ist. Ich bin gespannt. Ich habe hier noch nie, glaube ich, live mit euch irgendwas am Plotter gemacht. Deshalb bin ich sehr gespannt, ob ich das hinbekomme und ob das alles so klappt. Und ja, drückt mir die Daumen. Aber ich dachte, wir fangen damit an, weil ich vorhin den Plotter aufgebaut habe und schon kurz die Technikverbindung gecheckt habe und geguckt habe, ob alles funktioniert. Und dann dachte ich, machen wir das jetzt zuerst und danach räume ich das ganze Zeug einmal zur Seite. Und im Anschluss schauen wir uns dann noch die Kugeln an, die ich gemacht habe. Ich zeige euch den Kugelhalter, an dem ich gearbeitet habe. Ich zeige euch auch noch die Laterne. Ich habe ein bisschen verschiedene Projekte und machen wir aber alles eins nach dem anderen. Nur, dass ihr schon einfach mal wisst, was euch noch so erwartet. Und wie gesagt, ich würde sagen, wir starten mit der Software. Das ist jetzt schon hier die erste Herausforderung. Ich hoffe, das läuft alles glatt. Achtung, ich schalte euch einfach mal auf Silhouette Studio um. Zack. Und hoffe, dass ihr jetzt einmal mein Programm hier im Hintergrund auch sehen könnt. Dürft ihr gerne mal reinschreiben, ob das so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Nämlich, dass ihr jetzt einfach hier einmal die Schneidematte seht. Und dann würde ich sagen, starten wir mal ganz simpel damit, weil immer wieder die Frage kommt oder ich immer wieder lese, dass ganz viele sich nicht so richtig an das Thema Vollquill rantrauen, dass sie den schon ewig in der Schublade liegen haben. Ja, dass sie irgendwie sich nicht so richtig an die Materie wagen. Es ist wirklich total einfach. Ich habe euch deshalb aber jetzt erstmal zuerst in die Software geschaltet, weil ich euch eine Kleinigkeit direkt schon zum Start zeigen wollte, nämlich schlaue Positionierung. Sowohl beim Vollquillen als auch beim Zeichnen mit Stiften ist das untere Ende der Matte. Ich zeige euch auch gleich am Kamerabild direkt einmal warum. Ich schalte euch gerade mal auf die andere Kamera um. Und dann seht ihr hier auch einmal schon das Ergebnis. Ich habe vorhin, wie gesagt, kurz getestet, dass auch alles funktioniert. Hier unten liegt das Herzchen, das ihr in der Software auch gesehen habt. Und der große Vorteil, wenn man sein Schnitt- und Zeichenbild hier im unteren Bereich positioniert, ist, dass das eben gut zugänglich ist. Das ist ganz wichtig, besonders wichtig beim Vollquillen, weil hier, wenn man mit dem Vollquill arbeitet, diese Folierung noch einmal, also die Folie für die Folierung einmal drüber geklebt werden muss. Und das geht natürlich besonders einfach, wenn man es sich hier unten möglichst gut zugänglich macht. So viel schon mal dazu. Deshalb wird bei mir immer alles, wenn ich irgendwie foliere, ziemlich weit unten auf der Matte positioniert. Es muss auch nicht ganz unten sein, aber je nachdem, mit welchem Plotter ihr arbeitet, ist es ganz geschickt. Ihr legt die Matte einfach mal ein und schaut mal, bis wohin ihr wirklich schön an euren Schnitt und an eure Zeichnung drankommt. Und ich habe mir es halt jetzt hier auch ins untere Ende gelegt, weil ich hier natürlich hinter der Kamera stehe und so da gut drankomme. Außerdem noch ein kleiner Hinweis, ihr seht einen Stapel
Ah, danke für den Hinweis. Sorry, ich habe gerade mit einem Auge gelesen, unscharf. Ja, sorry, Achtung, ich schalte euch mal um. Ein was habe ich vor lauter Technik und Aufregung nämlich wieder verpennt. Ihr habt jetzt ganz kurz richtig schlechtes Bild und ein Elgato Camlink-Signal und eigentlich... Moment. So. Sorry dafür. Muss euch ganz kurz umstellen. Aber danach müsste das Bild auch sofort besser werden eigentlich. Haha, irgendwas vergisst man doch immer. So, und jetzt ist es immer noch ein bisschen arg hell, würde ich sagen, ne? So. Ich hoffe, jetzt ist es wieder okay. Weiter auszoomen ist nicht, das heißt, wir stellen den Tisch einmal ein kleines bisschen nach unten. Hier ist alles beweglich. Und ich schiebe euch das Ganze noch ein bisschen ran. Danke. Wer auch immer mir den Hinweis gerade gegeben hat, dass das Bild irgendwie unscharf ist, lag daran, dass die Kamera noch auf Foto und nicht auf Videoeinstellung war. Jetzt sollten hoffentlich auch die Bewegungen in Ordnung sein. Ulrike schreibt gerade, bei ihr ist es nicht besser, schärfer geworden. Ulrike, das tut mir leid. Ich hatte gehofft, die Umstellung auf das Videoformat funktioniert. Ach, die Suse ist auch da. Hallo, liebe Suse, guten Abend. Ich sag gerade, ich hantiere hier das erste Mal mit dem Plotter live unter der Kamera. Das machst du ja irgendwie schon wie lange? Ständig, aber für mich ist ein Novum. Ich bin so ein bisschen tunnelig und nervös, aber wir gehen einfach mal weiter dran. Also ihr habt hier einmal die Positionierung gesehen. Ihr habt auch schon gesehen, dass der Vollquill hier schon in der Maschine steckt. Aber ich will jetzt nicht das letzte vor dem ersten machen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal in der Software und gucken erstmal, was macht man da vielleicht zur Vorbereitung. Und ja, wie gesagt, jetzt erstmal alles in Silhouette. Das heißt, ich schalte euch nochmal um. Einmal hier auf Silhouette Studio. Und ich habe hier eine Datei, eine Form, die habe ich mir einfach hier reingezogen. Ist einfach nur eine SVG-Datei. Ich mache das allerdings nochmal frisch, weil ich die schon angepasst habe. Ich wollte nämlich mit euch nicht nur vollquillen, sondern ich wollte euch auch gleich noch einen Tipp mitgeben, was man machen kann, um beim Zeichnen perfekt zu zentrieren. Es gibt eine Besonderheit beim Zeichnen, nämlich, dass man Schneiden und Zeichnen verbindet. Das heißt, man arbeitet mit zwei unterschiedlichen Werkzeugen. Und die meisten, die Probleme damit haben, dass die Zeichnung nicht ganz akkurat auf dem geschnittenen Bild landet, die bedenken nicht so richtig, dass sie da zwei Werkzeuge am Start haben und dass man beide Werkzeuge ja auch miteinander quasi so ein bisschen ausrichten muss. Man kann erstmal einen ganz einfachen Test machen. Bevor man jetzt wirklich sagt, man zeichnet und schneidet das Motiv, wäre mein Tipp für alle, die ganz frisch in der Materie sind, einfach erstmal eine Testform zu zeichnen und zu schneiden. Und für diese Testform ziehe ich mir hier in Silhouette einfach selbst eine Linie auf. Wenn ihr bei dem Linienwerkzeug übrigens Shift gedrückt haltet, dann wird die Linie auch automatisch ganz gerade. Die gerade Linie ist mir persönlich wichtig. Mir ist jetzt hier noch nicht wichtig, wie lang die ist. Ich lege mir eine Kopie von der Linie an, einfach mit Option Klick. Und dann drehe ich die Kopie. Und ich mache euch die Linienstärke auch gleich dicker, damit ihr das besser sehen könnt. Und ich gruppiere die beiden Linien. Ich benutze hier Command G bzw. Steuerung G beim PC. Und ich mache euch hier mal die Punktstärke etwas dicker, damit ihr die Linien besser seht. Es geht jetzt hier nur darum, sich so eine Art Fadenkreuz aufzuziehen. Das werde ich jetzt gleich einmal zeichnen und einmal schneiden. Damit man einfach gleich sehen kann, ob tatsächlich Schnitt und Zeichnung perfekt aufeinander landen. Das ist der ganze Trick, warum ich das hier mache. Man muss das Ganze auch nicht so groß lassen. Man kann dem wunderbar jetzt hier die Größe noch anpassen, indem man einfach einen spezifischen Wert für die Größe einträgt. Im Moment sind es schiefe 42,27 mal 42,27. 20 mal 20 mm reicht eigentlich locker, um das Ganze einzuschätzen. Ich würde sagen, wir machen heute vielleicht mal 30 mal 30, damit es ein bisschen größer ist und ich euch das Ganze etwas leichter zeigen kann. Ich werde das versuchen, jetzt mit hier auf die Matte zu machen, die ich hier gerade schon gezeigt habe und muss gerade mal schauen. Irgendwo hier oben müsste es passen, damit ich nicht auf das Herz drauf zeichne, das ich jetzt hier schon einmal ja, auf meiner Matte umgesetzt habe. Und als erstes würde ich normalerweise schneiden. Ich glaube, das machen wir hier jetzt auch einfach. Das heißt, ich gehe hier einmal ins Senden und wähle jetzt hier auch einmal meine Schneideeinstellung aus. Wir fangen mal mit dem ganz einfachen Schneidemodus einfach in Silhouette an. Das heißt, ich wähle jetzt hier meine Schnitteinstellung für den Tonkarton und wechsle mit euch jetzt gleich auch am Plotter einmal auf das Messer. Wir schalten also einmal rüber
zu unserem Plotter, nehmen den Vollquill raus, machen das Messer rein und verriegeln das Ganze. Und dann werde ich das hier in der Software einfach nur schnell senden. Und das dauert so einen kleinen Moment. Und dann schneidet er mir jetzt hier auch schon diesen einfachen Schnitt. Es dauert alles ein bisschen länger, weil ich heute tatsächlich mal per Bluetooth verbunden habe. Und ich habe jetzt hier einfach dieses geschnittene Kreuz. Und auf dieses geschnittene Kreuz klebe ich jetzt meine Vollquillfolie. Da übrigens ein Tipp, wenn ihr wie hier, wie ich, so Testformen macht, könnt ihr sehr gut alte Folienreste verwenden. Das mache ich sehr gerne. Ist Quatsch, da jetzt ein schönes neues Stück Folie drauf zu kleben, weil wir wollen das ja nicht weiterverwenden. Wir wollen nur sehen, ob die Zentrierung genau passt. Das heißt, ich klebe jetzt hier einmal die Folie drüber. Deshalb mache ich das bei Silhouette auch ganz gerne so, dass ich erst schneide und dann foliere, weil ich dann anhand der Schnittlinie sehen kann, wo ich das Ganze positionieren muss. Zum Festkleben nehme ich hier so einen sensitive Tesa-Klebefilm, rosa-rot, weil der sich sehr gut wieder abziehen lässt. Es ist wichtig, dass man neben dem Motiv sozusagen klebt. Würde ich jetzt irgendwo hier, wo später das Motiv zu liegen kommt, den Kleber positionieren, dann foliert das Werkzeug da nicht so ganz richtig durch. Außerdem ist wichtig, vielleicht auch gleich schon als Hinweis bei dem ersten Stück Folie, das wir hier ankleben, dass ihr diese Folie nicht versehentlich auf die Matte klebt, weil dieses Folierungsmaterial, das ja eigentlich hier mit Hitze übertragen wird, haftet auch hervorragend an der Klebeschicht der Matte. Und dann habt ihr einfach komplett eure Matte veredelt. Was man nicht will, weil es geht da sehr schlecht wieder runter. Deshalb an der Stelle schon der Tipp: Schneidet euer Papier immer deutlich größer zu oder eine ganze Kante größer zu als das Projekt, das ihr eigentlich ausschneiden wollt. Einfach um rundherum, um das Motiv genug Platz zu haben, dass wirklich die Folie das Ganze schön abdecken kann und dass ihr noch so ein bisschen Platz auch habt, um den Klebestreifen zu befestigen. Wenn ich große Motive foliere, dann klebe ich das wirklich komplett ringsherum fest. Wenn ich wie hier jetzt nur dieses kleine Kreuz hier oben foliere, dann ist das nicht nötig. Also das reicht, wenn ich jetzt hier oben und unten einen Klebestreifen hinmache. Hauptsache, meine Folie hier kann sich nicht bewegen und ich kann hier jetzt gleich mit dem Vollquill arbeiten. Da habe ich direkt den nächsten Tipp für alle Vollquill-Einsteiger. Und zwar wollen wir jetzt hier gleich einen Versatz ermitteln. Ich will gleich sicherstellen, dass meine Folierungslinie wirklich genau an der Stelle landet, an der ich sie haben möchte, perfekt auf der Schnittlinie. Dafür ist eins ganz wichtig. Bei meinem Vollquill ist es so, dass diese Spitze hier in der Mitte nicht ganz perfekt zentriert ist. Das ist mit bloßem Auge kaum zu sehen, aber wenn man eben foliert, sieht man es im Ergebnis schon. Damit man den Versatz zuverlässig ermitteln kann, ist ganz wichtig, dass man den Vollquill immer genau mit der gleichen Orientierung in die Maschine einsetzt. Und ich benutze hier beim Vollquill für mich einfach diesen Leuchtepunkt hier am hinteren Ende. Der Leuchtepunkt ist jetzt quasi einmal meine Referenz und ich setze das Ganze immer so ein, in meinem Fall, dass dieser Leuchtepunkt möglichst gerade Richtung Maschine zeigt. Und man muss es immer auf die gleiche Art und Weise einsetzen, sonst hilft einem nämlich der noch so schön ermittelte Wert absolut rein gar nichts. Weil, wenn es einen Versatz gibt und ich nachher das Werkzeug gedreht einsetze, dann dreht dieser Versatz sich logischerweise mit. Das nur als Tipp. Also es ist wichtig, dass das Ganze so eingesetzt wird, dass es immer dass es immer in derselben Position steht. Eigentlich gilt das Gleiche tatsächlich für euer Messer. Das sage ich hier nochmal dazu, weil ich eigentlich immer alles mit dem CB09 mache und das ich hier benutze, sollte eigentlich perfekt zentriert sein von der Spitze. Aber da ist auch nie 1000%ig Verlass bei allen Geräten. Das heißt, ihr könnt euch auch hier mit dem Folienstift einen Strich machen und einfach schauen, dass der Strich zum Beispiel immer nach vorne zeigt, wenn ihr das Messer einsetzt, weil einfach wichtig ist, dass beide Werkzeuge möglichst immer mit der gleichen Orientierung in die Maschine eingesetzt werden. So. Folie haben wir angeklebt, Vollquill ist drin. Wir schalten wieder einmal rüber zur Software und stellen jetzt hier einfach nur um. Ich wechsle hier einfach nur bei den Materialeinstellungen vom Bastelkarton auf die Vollquill-Einstellung. Ich habe diese Vollquill-Einstellung selbst angelegt. Ihr könnt selbst eigene Schnitteinstellungen anlegen. Wichtig ist eigentlich nur bei den Zeicheneinstellungen, dass man wirklich Skizze auswählt. Wir könnten das eigentlich, wenn wir wollen, gerade im Schnelldurchlauf gerade nochmal machen, damit alle, die wirklich frische Anfänger sind, sehen, wie das funktioniert. Wenn ihr hier auf dieses Dropdown-Pfeilchen klickt, seht ihr hier unten, ihr könnt einen neuen Materialtyp hinzufügen. Und dann müsst ihr so eine kleine Vorauswahl treffen, ob ihr hier
mit den neueren Geräten plottet oder mit den älteren. Ihr seht, ich habe auch noch ich habe wahrscheinlich nicht das alleraktuellste Update gemacht, aber ich wähle jetzt hier einfach das ältere Gerät aus. Ich habe aktuell eine Porträt 2 und hier hat man aktuell nur die Schneiden-Aktion. Ich bräuchte aber eine Zeichnen-Aktion und das ist so ein bisschen versteckt. Das versteckt sich hier oben hinter dem Plus. Hier kann ich die Skizzen-Aktion hinzufügen und kann jetzt hier bei der Skizzenaktion einfach einstellen, wie das Ganze umgesetzt werden soll. Ich benutze bei Vollquill in der Regel auch einfach nur einen Anpressdruck von ca. 15, Geschwindigkeit von etwa 4, ein Durchgang und dann kann ich das Ganze speichern. Ich kann auch hier diese Schneiden-Aktion hier vorne noch komplett entfernen, weil beim Vollquill einfach nur gezeichnet wird. Und damit habe ich dann auch schon meine eigene Vollquill-Aktion. Ich könnte sie noch umbenennen. Rechtsklick einfach umbenennen und dann könnt ihr dem Ding einen Namen geben. Einfach damit ihr auch in Zukunft wisst, was ihr da für eine Sache angelegt habt. Finde ich super nützlich, weil da muss man es nicht jedes Mal wieder neu anlegen. Ich habe hier, wie gesagt, schon meine Vollquill-Einstellung, aber ich dachte, wenn wir schon hier sind und die Software offen haben, dann machen wir das gleich noch mit. Okay. Wieder genug der Vorrede, ich ändere jetzt sonst noch gar nichts. Ich sende jetzt einfach den Auftrag, habe auf Vollquill umgestellt. Hier oben steht dann automatisch Skizze Stift. Können wir gerade nochmal in die eigene Einstellung gucken, ob ich da noch irgendwas hätte machen müssen, damit er das mit übernimmt, damit ich euch da jetzt keinen Schritt auslasse. Wir schalten mal um auf die neue Vollquill-Einstellung und gucken mal, ob er das da auch macht. Ja, hat aber geklappt. Seht ihr das? Hier oben habe ich auch direkt als Werkzeug den Stift und er sagt, er macht eine Skizze. Und jetzt klicke ich einfach wieder auf Senden und schalte euch wieder um. So. Und das war es hier an der Stelle auch schon und ich kann jetzt einmal hergehen und kann meinen Streifen hier, meinen Klebestreifen lösen. Ganz wichtig, das hätte ich fast vergessen, ihr dürft natürlich zwischen dem Schneiden und dem Zeichnen niemals die Matte auswerfen. Wenn ihr ein kombiniertes Projekt mit Zeichnen und Schneiden machen wollt, ist ganz wichtig, dass die Matte die ganze Zeit in der Maschine bleibt, weil wenn man sie einmal rausnimmt, ist der Zug abgefahren, dann kriegt man sie nie mehr genau wieder dahin gelegt. Dann kann man sich auch die Arbeit mit den 0, Millimetern, die ich hier gerade mache, quasi sparen. Man darf die Matte natürlich nicht auswerfen zwischen diesen einzelnen Durchgängen. So, es sieht jetzt für mich auch schon ganz akzeptabel aus. Wir haben jetzt gevollquillt. Ich mache das hier tatsächlich, ich mache es einmal runter. Ich mache es mal wirklich jetzt raus und löse das Ganze mal von der Matte. Und wir schauen uns das einmal wirklich gemeinsam an. Und das Ergebnis ist ganz gut, aber es ist nicht perfekt. Ich zeige euch gerade mal, was mich noch stört und ich hoffe, dass ich das hier an der Kamera überhaupt eingefangen bekomme. Das mag jetzt wieder super pedantisch klingen, aber ich zeige euch nachher auch ein paar Vollquill-Projekte und dann versteht ihr sofort, warum diese Kleinigkeiten einen Unterschied machen. Dieses ausgeschnittene Kreuz finde ich super praktisch, weil ich jetzt hier sehen kann und ich hoffe, ihr seht es hier unter der Kamera auch, dass ich links Folierung habe am linken Rand und am rechten Rand ist so gut wie nichts. Seht ihr das? Ich habe hier wirklich links deutlich mehr als rechts. Das heißt, ich weiß, dass ich meine Zeichnung ein Stück nach rechts versetzen müsste. Und ich habe das gleiche Spiel auch hier oben unten. Nicht ganz so stark ausgeprägt, aber doch deutlich sichtbar. Am oberen Rand ist die Folierung stärker ausgeprägt als am unteren Rand. Und das sind jetzt Kleinigkeiten, aber die kann man jetzt eben einmal korrigieren, indem man in der Software das Ganze einstellt. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich warte mal ganz kurz und guck mal, ob ihr das sehen könnt. Ich lese Alexandras Frage, ob sie das Video morgen nachschauen kann. Ja, Alexandra, das Video bleibt online. Ihr könnt ganz in Ruhe nachgucken. Okay. Also, so viel dazu. Ihr seht, was mich stört. Und das ist jetzt bei sowas, es gibt Projekte, da ist es nicht schlimm, die zeige ich euch dann. Und es gibt Projekte, da ist so ein Versatz schlimm. Und diesen Versatz kann man aber wunderbar beheben. Und um das jetzt eben tatsächlich auch wieder auszuprobieren, klebe ich das Teil einmal hier zurück auf die Matte. Wir verschieben einmal unser Kreuz in der Software. Ich wechsle hier direkt nochmal rüber aufs Messer. Wie gesagt, was mir hier bei dem Messer eigentlich fehlt, ist der Stift. Ist der Strich mit dem Folienstift. Das habe ich an meinem Messer oben, aber ich habe hier unten auch keinen Folienstift zur Hand.
Das heißt, wir hoffen, dass mir das jetzt keinen Strich durch die Rechnung macht. Ich habe wirklich oben bei meinen CB09 auch hier vorne so eine dunkle Markierung mit dem Folienstift. Das habe ich jetzt heute in der Hektik einfach vergessen. Das gewährleistet einfach, dass ihr das Messer immer genau gleich einsetzt. So, wir wechseln zurück zur Software. Verschieben hier einfach einmal unser Kreuz auf der Matte oder wir können es auch einfach einmal zur Seite vervielfältigen. Ist noch einfacher. Und jetzt sagen wir hier im Sendendialog, dieses linke soll er ignorieren, also keine Skizzenlinie bzw. nicht schneiden, denn ich stelle jetzt hier zunächst wieder auf meine Bastelkarton-Einstellung um. Und die rechte soll er schneiden. Gucken wir nochmal, ob er das genommen hat. Jawohl, das ist hier farblich nicht stark ausgeprägt, aber er zeigt hier links nicht schneiden an, wenn ich das auswähle. Rechts schneiden und wir senden das Ganze einfach wieder. So, und ohne weitere Umschweife klebe ich jetzt einfach hier mein Stück Folie wieder drauf. Ihr wisst jetzt ja schon, worauf man achten muss. Einmal das Stückchen Folie drauf. Und dann den Vollquiller wieder rein. Mit Leuchtepunkt zur Maschine. So, und jetzt gehen wir gemeinsam in die Software und das ist das, wo dann die Magie hoffentlich passiert. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Wir haben jetzt gerade ja festgestellt, dass wir einen Versatz haben von unserer Zeichnung nach links. Also sie sitzt ein bisschen zu weit links und sie sitzt ein bisschen zu weit oben. Und ich versuche das jetzt manuell zu korrigieren, indem ich hier in Silhouette rechts mir das Transformieren aufmache. Ich mache das Fenster nochmal zu, als ob ich es nicht schon offen hätte, damit ihr wisst, wo ihr klicken müsst. Das sind einmal hier diese 3 Balken. Und dann gibt es hier oben dieses Fadenkreuz. Hier findet ihr die Möglichkeit, das Ganze um beliebige Werte, die ihr hier einstellen könnt, zu bewegen. Und hier seht ihr wahrscheinlich noch von meiner letzten Aktion, ist da noch 0,1 mm eingestellt. Und dann kann man die Form um diese Schritte hier oben mit den Pfeiltasten hin und her schubsen. Bei euch wird da was anderes drin stehen, wenn ihr das noch nie benutzt habt. Ihr könnt aber einfach in das Feld klicken und hier 0,1 eintragen. Und ich werde das Ganze jetzt um 0,2 mm nach rechts verschieben. Das heißt, ich klicke jetzt einfach zweimal. Nee, Moment, muss ich jetzt aufpassen, dass ich es richtig mache. Es sitzt zu weit links. Doch, ich muss es demnach nach rechts verschieben. Ich klicke das Ganze also jetzt mit 2 Pfeilklicken einmal nach rechts. 1, 2. Und einen Pfeilklick nach unten, weil es zu weit oben saß. Und schreibe mir das auf, weil ich kenne mich, ich weiß es gleich nicht mehr. 0,2 rechts und 0,1 nach unten. So, und jetzt mache ich nichts weiter, als hier im Sendendialog wieder auf den Vollquill umzustellen und das Ganze zu senden. Ich weiß, das Ganze klingt jetzt vielleicht ultra umständlich, aber in der Regel wird man für diese Arbeit belohnt. Und man macht es eigentlich pro Werkzeug und Maschine auch nur einmal und kann diese Einstellung dann wieder verwenden. Ich klicke jetzt hier wieder auf Senden, schalte euch wieder um. Er braucht seine Gedenksekunde. So. Und wir schauen uns das Ergebnis einmal an. Wichtig, auch wenn ihr quasi jetzt alle Arbeitsschritte durchgeführt habt, widersteht hier auch dem Impuls, das Ganze gleich auszuwerfen. Wäre das jetzt nicht nur ein Test, den ich hier mache, sondern wirklich ein Projekt, das ich umsetzen möchte, hätte ich nämlich jetzt in dem Moment, wo ich sehe, oh, das ist hier aber ein bisschen schwach foliert, keine Ahnung, da hatte die Folie was, ja, ich habe die jetzt einfach schon ziemlich strapaziert, könnte ich das Ganze nämlich nochmal senden. Deshalb der Tipp, erstmal drinnen lassen im Gerät. So, und ich sehe jetzt schon hier, und ich hole es euch jetzt auch gleich nochmal hoch unter die Kamera, dass das Ergebnis meiner Meinung nach deutlich besser ist. Lasst euch nicht davon irritieren, dass hier links jetzt so ein bisschen die silberne Farbe fehlt. Aber wenn ich euch den Schnitt hier öffne, sieht man hoffentlich, dass die Verteilung links-rechts jetzt deutlich besser ist als vorher. Und mit diesem einfachen Schritt habe ich jetzt meinen Versatz ermittelt, habe den Versatz auch getestet. Das heißt, ich weiß, ich muss das Ganze um den marginalen Wert verschieben, um meine Zeichnung hier perfekt zu zentrieren. Und mit diesem Ergebnis gehen wir jetzt auch einfach nochmal an die Form dran. Hätte ich nach links gemusst. Ne, warte mal, ich versuche es hier nochmal zu zeigen. Hier ist die Zeichnung zu weit links. Das heißt, ich muss die Zeichnung nach rechts verschieben. Beim ersten Ergebnis war sie zu weit links, deshalb habe ich das Ganze ein kleines Stückchen nach rechts gerückt.
Und das ist nicht so viel. Weil ich die Frage von Bianca gerade lese, geht das auch beim Design Space, Bianca. Das geht beim Design Space leider nicht so einfach wie hier. Du hast da meines Wissens nicht diese Pfeilfunktion, aber du kannst im Design Space X- und Y-Koordinate verwenden. Ich habe das hier vorher mit der Technik nicht getestet, aber ich habe das schon für mich ausprobiert. Du kannst im Design Space einfach diese Korrektur vornehmen, indem du die Zeichnung mit X- und Y-Koordinate verschiebst. Ich zeige euch das jetzt gleich mal anhand von dem Anhänger. Wir haben es jetzt ja nur anhand von unserer Testform gesehen und wir schneiden nochmal so einen kleinen Anhänger und ich zeige euch, wie ich das Ganze da machen würde. So, ich wechsle jetzt wieder zurück. Ich nehme den Vollquill einmal raus, lege den hier zur Seite, setze das Messer wieder ein. Und wir setzen diese gleiche Korrektur jetzt einfach nochmal für ein richtiges Projekt sozusagen um. Das heißt, ich schalte wieder zurück auf die Software. Wir gehen einmal hier zu unserer digitalen Matte. Ich nehme meine Testkreuze einfach zur Seite und hole mir stattdessen hier diese kleine Herzform auf die Matte. Und ich mache mit euch gleich noch einen Trick, den können wir gleich noch mitmachen, wenn wir sowieso schon am Machen sind. Nämlich, ich lege mir eine Kopie zur Seite, die ich einmal horizontal wende. Was das Ganze soll, seht ihr gleich. So, jetzt löse ich einmal die Gruppierung. Den Schritt muss ich jetzt zusätzlich machen, wenn ich hier bei einem Motiv die Zeichenlinie getrennt von der Schneidelinie verschieben möchte. Das heißt, ich mache einmal Rechtsklick, Gruppierung aufheben und dann wähle ich nur die Zeichenlinie aus. Die ist in meinem Falle hier gelb. Das heißt, ich nehme jetzt die Shift-Taste und schmeiße einfach die rote Form aus der Auswahl raus. Dann zoome ich euch das Ganze nochmal richtig ordentlich ran, damit ihr seht, was passiert, wenn ich hier meine Pfeile drücke. Ich gehe jetzt hier wieder rechts in mein Transformieren-Fenster und klicke jetzt einfach bei dem Pfeil nach rechts zweimal. Dann habe ich zweimal 0,1 verschoben. Einmal, zweimal. Und man sieht jetzt schon, dass die Ränder sich verschieben. Ne? Also 0,2 nach rechts, 0,1 nach unten. Und das war's auch schon. Das ist meine Korrektur von der Zeichenlinie im Vergleich zur Schneidelinie, speziell für mein Vollquill-Werkzeug mit der Spitze M, um das hier perfekt zentriert rauszubekommen. Toi, toi, toi. Hoffentlich ist das jetzt nicht der Effekt und es geht komplett schief. Wir gucken uns das jetzt gleich als nächstes mal an. Ich gehe rüber in den Sendendialog, habe aktuell noch meine Zeichenlinie ausgewählt und stelle jetzt hier erstmal um auf keine Skizzenlinie, beziehungsweise eigentlich, ihr seht es jetzt gleich, nicht schneiden, weil wir im ersten Durchgang wieder die Kontur von dem Herz ausschneiden werden. Bei Silhouette kann man sich das aussuchen, bei anderen Plottern hat man mitunter nicht die Wahl, die folieren einfach erst und schneiden dann. Hier bei Silhouette kann ich es mir aussuchen, deshalb schneide ich erst und foliere dann im Anschluss, weil ich dann eben wieder sehen kann, wo ich meine Folie hinkleben muss. Ich habe jetzt hier unten auch nur einen relativ schmalen Rand. Ihr könnt jetzt immer noch hergehen und könnt das im Ganzen verschieben. Wichtig ist nur, dass ihr wirklich alles auswählt, großer Auswahlrahmen und vielleicht noch so ein kleines bisschen weg vom Rand, weil es dann jetzt gleich mit dem Ankleben von der Folie ein bisschen leichter geht. So, ich sende das Ganze einmal und wir wechseln wieder zurück. So, der Schnitt ist fertig. Hier unten sind meine Herzen. Und jetzt kann ich einfach einmal hier meine Veredelungsfolie nehmen und kann grob gucken, wie groß ich das Ganze zuschneiden muss. Man kann es natürlich auch ein bisschen genauer machen. Würde ich jetzt auch, wenn ich euch hier nicht mit dem Plotter stehen hätte, dann würde ich es nämlich einfach auf meiner Schneidematte zuschneiden. Aber so schneide ich es mir jetzt hier einmal Pi mal Daumen ab. Kann das Ganze eben auch hier über meinen Schnitt legen und ganz sicher sein, dass eben wirklich alle Bereiche abgedeckt sind und dass ich noch so ein kleines bisschen Luft habe drumherum, um die Folie auch festzukleben. Das heißt, ich lege das Ganze einmal hier drauf und klebe dann eine Seite nach der nächsten an.
Falls ihr euch fragt, macht es nichts, wenn ich das Ganze hier bis auf die Matte klebe? Nein, normalerweise könnt ihr einfach das Klebeband ruhig bis auf die Matte drauflaufen lassen. Wenn man das schön glatt feststreicht, sodass es keine Falten hat, wo irgendwie die Rollen dann drüber laufen, ist es überhaupt kein Problem. So, weil wir jetzt hier ein größeres Stück haben und ich hier zwischendrin schon ein weiteres Stück habe, das nicht fest ist, klebe ich das jetzt hier auch zwischendrin so ein bisschen an. Einmal oben, einmal unten und dann wechseln wir wieder gemeinsam das Werkzeug. Einmal Messer raus, einmal Vollquill wieder rein. Ich achte wieder auf den Leuchtpunkt, dass er schön zum Gerät hin zeigt. Verriegel das Ganze und dann wechseln wir wieder gemeinsam in die Software und stellen jetzt hier einmal um. Wir wollen jetzt die Linie zeichnen. Wir haben jetzt die Konturlinie einmal geschnitten und wollen jetzt die Linie zeichnen. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich, wie mache ich es am geschicktesten, wahrscheinlich einmal alles auswählen und auf Schneiden stellen. Und dann nur die großen Formen anwählen und nicht schneiden wählen. Und dann natürlich noch umstellen, einmal auf unsere Vollquill-Einstellung. Man kann hier auch den Schneidemodus nach Linienfarbe verwenden, aber ich will jetzt nicht zu viele Baustellen auf einmal aufmachen, deshalb machen wir es erstmal ganz leicht. Ich sende das Ganze, korrigiert haben wir die Position schon und wir gucken dann gleich mal, wie es rauskommt. So, ich drücke wie gesagt nicht gleich auf Auswerfen. Ich ziehe jetzt hier erstmal vorsichtig meine Klebestreifen wieder ab und wir gucken uns das Ganze einmal an. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt hier gut geklappt hat, obwohl das hier übrigens sensitiver Streifen ist, seht ihr, da wo die Rolle drüber gelaufen ist, habe ich trotzdem Papier dranhängen. Das liegt aber in dem Fall an dem Druck, den die Rolle einfach ausübt. Das heißt, Memo an mich selbst, die Ränder so ein bisschen vermeiden. Seht es mir nach, ich bin das mit der Porträt nicht gewohnt. Ich plotte zu viel mit meiner Cameo. So, und hier sind meine beiden Herzen. Ich löse jetzt vorsichtig mal das Herz aus und zeige euch das mal so ein bisschen aus der Nähe. Und ich denke, das ist ganz gut geworden hier von der Positionierung. Und ich zeige euch jetzt auch gleich noch den kleinen Trick, warum ich hier nebendran noch ein Herz spiegelverkehrt gezeichnet habe. Wir werden jetzt nämlich einfach auch noch die Rückseite von den Herzen mit einer Zeichnung versehen. Und weil das Herz nicht symmetrisch ist, kann ich nicht einfach das Herz ablösen, es umdrehen und es zurücklegen. Das habe ich aber gelöst, indem ich das Ganze gespiegelt habe. Das heißt, ich nehme das jetzt, drehe das einmal um und puzzle das rechte Herz nach links. Einmal hier in die Öffnung rein. Und das linke Herz drehen wir auch um und puzzeln es nach rechts. Und dann kleben wir jetzt hier einfach nochmal Veredelungsfolie drüber. Wartet, das passt noch nicht ganz perfekt hier. Dass das hier so gut geht, dass es überhaupt so gut da reinpasst, ist übrigens ein Zeichen dafür, dass die Porträt einen guten Job gemacht hat. So, ich schneide mir wieder ein Stückchen Folie zu. Ungefähr die gleiche Breite wie hier. Seht es mir nach, ich bin hier jetzt großzügig, weil ich Angst habe, dass es sich sonst nicht ausgeht. So. Wäre wieder dieser typische Livestream-Vorführeffekt. Das kenne ich aus Kursen, kenne ich das. In Livestreams mache ich sowas ja normalerweise nicht, aber in Kursen habe ich das schon gemacht. So. Ich nehme wieder meine Klebestreifen. Ihr könnt die sehr getrost mehrfach verwenden. Das mache ich hier auch. Und wenn man an irgendeiner Ecke nicht ganz sicher ist, ob man wirklich weit genug vom Motiv weg ist, dann kann man das Ganze nochmal so ein bisschen aufklappen. So. Und ihr ahnt es schon, wir gehen jetzt gleich wieder zurück in die Software und senden das Ganze einfach nochmal. Schaltet euch wieder um. Und ihr seht, ich habe hier nichts geändert. Ich klicke einfach nochmal auf Senden. Das nächste Mal mit USB-Kabel.
So, ich mache wieder einmal ringsherum das Klebeband auf. Und wir gucken uns einmal zusammen das Ergebnis an. Damit habt ihr jetzt schon das erste Vollquill-Projekt gesehen. Alle, die noch nie gevollquillt haben, ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen die Angst genommen. Ich weiß, ich habe euch am Anfang verschreckt mit meinen 0,2 und 0,1 Millimeter. Wem das zu wild ist, der kann auch einfach erstmal drauf los vollquillen. Ich zeige euch gleich noch so ein bisschen Projekte, wo es nicht so auffällt, wenn das nicht ganz perfekt zentriert sitzt. Ja, ist ganz gut geworden. Hier habe ich so eine kleine Fehlstelle, aber ich würde sagen, die nehmen wir einfach mal in Kauf, damit wir jetzt noch zu anderen Dingen auch kommen. Zum Verständnis, wenn die mich sehr stören würde, könnte ich jetzt hier meine Folie einfach nochmal draufkleben und könnte das Ganze auch hier nochmal laufen lassen. Mit so einem kleinen bisschen Versatz kriegt man das normalerweise auch hin, wenn man die Folie einfach so ein bisschen versetzt aufklebt, muss man nicht einen komplett neuen Folienstreifen opfern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man genau diese kleine Lücke noch schließt, nämlich relativ groß. So, und ich hole euch das Ganze jetzt einmal nochmal von der Matte und schon haben wir hier wunderbar doppelseitig foliert. Ne? Vorderseite, Rückseite, mit schön angepasst zentrierten Linien, die genau an der richtigen Stelle sitzen. So wünscht man sich das. Und es ist wirklich kein großes Hexenwerk. Ich habe ursprünglich gedacht, ich zeichne auch noch mit euch, aber ich glaube, das wird dann alles zu lang. Ich zeige es euch nur einmal ganz schnell. Ich habe hier alternativ eben auch mein Zeichenwerkzeug und da kann man diverse Stifte einsetzen, Gelstifte zum Beispiel. Das funktioniert von der Sache her sehr ähnlich. Die einzige Besonderheit, die ich euch eigentlich mitgeben will, wenn ihr zeichnet, ist, dass ihr dann hier so ein bisschen mit diesen Federn aufpassen müsst, weil wenn ihr Gelstifte verwendet, dann sind die Gelstifte zum Teil relativ lang feucht und wenn diese Federn über die Gelstiftzeichnung laufen, dann verzieht es euch die Zeichnung. Das heißt, wenn ich jetzt mit Gelstiften arbeiten würde, statt mit dem Vollquill, würde ich hier beim Beispiel von meiner Porträt diese Federn ganz vorsichtig zur Seite schieben. Seht ihr das? Das kann man machen. Man kann die vorsichtig hier aus der Vertiefung schieben, wirklich vorsichtig. Und dann kann man sich nämlich hier auf der Mitte von der Matte schön Platz schaffen, um da zum Beispiel die Karte zu zeichnen oder das kleine Herz umzusetzen oder, ohne dass einem die Feder einmal über die Zeichnung läuft. Das ist eigentlich das Einzige, wo man besonders aufpassen muss, wenn man zeichnet. Und man hat halt nicht diesen Zwischenschritt, dass man immer die Folie aufkleben muss. Aber ansonsten schickt man auch eine Skizzenaktion vom Plotter aus und eine Schneideaktion bei kombiniert gezeichneten und geschnittenen Projekten. So, okay. Ich überlege gerade selbst, was wir jetzt zuerst machen. Ich habe so einen kleinen Schwung an Vollquill-Sachen hier liegen. Ich zeige euch die erst und danach gucken wir zur Seite. Ich gucke erst noch einmal, ob ihr noch Fragen habt bezüglich dieser ganzen Sache, weil wenn ich den Plotter einmal weggeräumt habe, will ich nicht wieder herräumen. Ich komme einmal zu euch zurück. So, ich glaube, das hat funktioniert. Ich bin sehr glücklich, dass es mit der Software scheinbar funktioniert hat. Das hat mich heute echt nervös gemacht, sage ich euch, wie es ist. Habe ich zum ersten Mal so gemacht. Ich hoffe, die wichtigen Sachen waren zu sehen. Es ist für mich noch üben. Aber ich hoffe, ihr habt die wichtigsten Sachen gesehen und ich wollte euch vor allem eins mitgeben, nämlich, dass es echt kein Hexenwerk ist. Also die von euch, die jetzt schon länger den Vollquill in der Schublade liegen haben, bitte packt den aus. Eure innere Elster wird es euch danken. Meine innere Elster ist immer total glücklich, wenn dieser absolut coole Glanzeffekt zum Vorschein kommt. Also ich bin immer so happy, wenn ich die Folie ablöse und unten drunter sehe, wie schön das geworden ist. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Vollquill-Projekte und habe noch einen Tipp gerade für die Einsteiger, womit man vielleicht anfangen kann, wenn man noch nicht so sicher ist im Umgang und noch nicht 100.000%ig auf die Positionierung ankommen soll. Also, wir packen den Plotter einmal so ein bisschen zur Seite. Ich mache ein kleines bisschen Platz. Einmal Matte raus. Kabel weg. Sperrholzplatten auch weg. So. Und jetzt kommt ein kunterbunt Abriss. Ich vollquille ja selbst noch nicht so unheimlich lange, aber ich will euch mal ein bisschen was Unterschiedliches zeigen. Wartet, ich mache mir den Tisch mal wieder auf bequeme Stehhöhe. So ist besser. So, hier. Viele Projekte. Ich habe ganz kurz in den Projekten gekramt und nur diese paar rausgegraben. Aber ich wollte euch einfach mal ein bisschen Beispiele zeigen und euch zum Beispiel sagen, wo es mehr auffällt und wo es weniger auffällt. Bei dieser Kranzkarte hier müsst ihr euch relativ wenig Gedanken machen über diese sehr, sehr akribische Positionierung. Das ist einmal der Blumenkranz. Hier übrigens gezeichnet mit der ganz feinen Vollquillspitze. Ich gucke gleich mal, ob er hier nochmal mit einer breiteren auch dabei ist. Es gibt den Vollquill als Set. Es gibt die aber auch einzeln. Und ich sage es euch ehrlich, ganz ehrlich, ich benutze
fast ausschließlich die mittlere Spitze. Ihr könnt das an der Farbe erkennen. Die mittlere Spitze ist die ich jetzt hier auch in der Porträt drin hatte. Das ist die Mintfarbe. Dann habt ihr hier die ganz feine Spitze, das ist das rosane Teil. Und ihr habt die breite Spitze, das ist das blaue Teil. Ich gucke mal, wenn mir da eins in die Hände fällt, wo ich genau sagen kann, das ist fein oder das ist breit, mache ich euch nochmal aufmerksam. Meiner Meinung nach brauche ich breit eigentlich echt nie. Fein finde ich eigentlich nur dann wirklich geil, wenn ich das hier, das knallt noch mehr, wenn man das mit der mittleren Spitze macht. Aber was ich letztes Jahr gemacht habe, ist, ich habe dieses Projekt verkleinert. Und wenn ihr solche Vollquill-Sachen stark verkleinert, dann kann diese sehr feine Spitze, dann kann die echt cool sein, weil man dann wirklich ein hübscheres Ergebnis bekommt. Ne, weil wenn ich das Ganze kleiner skaliere, die Strichbreite aber gleich bleibt, weil die Strichbreite ja nun mal vom Werkzeug festgelegt wird, dann können solche Motive auch klobig wirken. Und mit der feineren Spitze ist das halt alles sehr, sehr, sehr filigran. Und ihr habt immer die Kombination eben aus diesem Innenteil, das ihr übrigens an Strom stecken müsst. Ich habe also hier hinten, direkt da, wo ihr es nicht sehen könnt, einen Dreifachstecker stehen mit Zwischenstück. Das hat einen USB-Anschluss, den kann ich euch hier zumindest zeigen. Wichtig ist nur, gerade bei den Silhouette-Geräten, wenn ihr ein Silhouette-Gerät habt mit einem USB-Anschluss, steckt es nicht bei den Silhouette-Geräten in den USB-Anschluss, steckt es extern an eine Powerbank von mir aus, an irgendwas, was Strom liefert, einfach nur, damit das aufheizen kann. Aber die Silhouette-Plotter, gerade die alten, sind nicht dafür ausgelegt, deshalb dachte ich, sage das nochmal. Und je nachdem, welches Gerät und welche Werkzeugaufnahmen ihr verwendet, gibt es dann hier diese Aufschraubformen, die da drauf geschraubt werden, auf dieses Gewinde, das ihr hier oben seht, und dass diese Stifte in der Spitze so anpasst, dass man das halt im jeweiligen Plotter verwenden kann. So viel noch zur Theorie rund um den Vollquill. Also ihr seht jetzt, ich habe in meiner alten Porträt den Adapter A verwendet, den würde ich also auch in meiner alten Cameo verwenden. Bei den neueren Maschinen ist ja aber der Werkzeughalter gewachsen, da wäre jetzt A alleine nicht richtig. Nur so, das noch am Rande. Das habe ich auch alles nicht auswendig parat, was da jetzt richtig wäre. Wenn euch da irgendwie noch was interessiert, schreibt einfach und ich versuche es euch nachher rauszusuchen. Pepsi schrieb, bei ihr steht das Bild. Ich hoffe, alle anderen sehen noch Bewegung. Ich hoffe, ich bin noch da. Okay, ich wühle mich mal mit euch ein bisschen weiter durch. Hier habt ihr jetzt ein Projekt, eine Karte, eine Paisley-Karte, und ihr seht, hier habe ich tatsächlich sogar mehrfarbig foliert, nämlich einmal in diesem wunderschönen Blau und einmal diese goldenen Pünktchen hier drumherum, die sind auch foliert. Und hier habt ihr es jetzt mit so einer Kombination aus Zeichnen und Schneiden zu tun, wo man eben mit den Zeichenlinien die eigentlichen Formen betont. Und ich finde, hier kommt es schon drauf an, dass die Linien wirklich auch da landen, wo sie sein sollten. Ne? Das hier, für die dann das, wie ich, so ein bisschen pingeliger betreiben und sagen, ich positioniere mir meine Linie nochmal ganz genau. Hier an den Schnörkeln könnt ihr es vielleicht relativ gut sehen, dass das schon einen ordentlichen Unterschied macht, dass das Ganze wirklich schön positioniert sein sollte. Bei dem Projekt hier viel, viel wichtiger als bei der Blümchenkarte, die ich euch gerade gezeigt habe. Hier wird zwar auch geschnitten, aber hier wird ja nur die Kontur von der Karte geschnitten und die Faltlinie geschnitten, also einmal der Rand drumherum. Hier ist es nicht halb so wichtig mit der genauen Positionierung wie hier bei dieser Paisley-Karte. Da kommt es dann schon mehr drauf an, dass alles genau sitzt. Hier bei der Glückskarte ist es eigentlich das gleiche Spiel. Hier habe ich auch mehrfarbig foliert, das sieht man aber, glaube ich, kaum, weil ich hier Gold und Schwarz kombiniert habe. Und hier seht ihr mal, hier hat es nicht so perfekt geklappt. Also das sehe ich selbst, wenn ich das hier in der Hand habe, dass zum Beispiel hier der goldene Steg ein kleines bisschen zu weit oben eigentlich sitzt. Der hätte noch weiter runter gemusst. Es hat mir trotzdem gefallen, deshalb habe ich es so gelassen. Also die als Beispiel dafür, dass man das auch mal so lassen kann, wenn es nicht ganz perfekt geworden ist. Wann immer da so schmale Stege beteiligt sind, ist es wichtiger. Aber ihr seht, ich finde, es war hier noch im Rahmen. Also die habe ich so gelassen. Dann habe ich hier noch eine, wo ich einfach nur so die kleinen Akzente zwischendrin foliert habe. Also hier die Blütenstempel in der Mitte, hier außen so, ne, ihr kennt mich, ich bin ein Fan von Pünktchen und Kringelchen und diesem ganzen Kleingedöns. Und da bietet sich das mit dem Vollquill einfach echt an. So. Vielleicht wundert ihr euch, warum ich da so gerne schwarz verwende. Einfach, weil die Folie, diese Folierung auf schwarz so schön knallt. Ich mag die Kombination. Ich finde es einfach edel. Ich bastel sonst nicht so unheimlich viel mit schwarz, aber ich finde schwarz-gold kann man sehr gut sehen. Dann hatte ich auch hier letztes Jahr schon eine Karte gemacht. Die wollte ich euch vor allem zeigen, weil ich hier einfach mal beide Varianten nebeneinander habe. Und zwar habe ich diese Sternchenkarte einmal mit Folierung und einmal ohne Folierung. Und ich muss sagen, ich mag beides.
Ich finde aber immer ganz spannend, wie unterschiedlich das tatsächlich ausfällt, je nachdem, ob man foliert oder ob man nicht foliert. So, dann habe ich hier noch eine Schnörkelkarte. Die war tatsächlich, habe ich die als Datei schon ewig in meiner Schublade gehabt, als es die noch überhaupt, als ich noch gar nicht foliert habe. Das mit dem Folieren und Vollquill kam für mich tatsächlich erst auf, weil ich einen Kurs hatte und wir im Kurs gezeichnet haben. Und ich dachte, aha, wenn wir jetzt zeichnen, hole ich auch meinen Vollquill mal wieder raus, der auch bei mir ewig in der Schublade lag. Und da habe ich mich wieder total in diesen Glanz verliebt. Seitdem darf der Vollquill öfter mal ran. Hier seht ihr eine Weihnachtskarte vom letzten Jahr, für alle, die es weniger schnörkelig und mehr geometrisch mögen. Und hier habe ich auch ganz bewusst nochmal die Variante liegen, die ich nicht mit dem Vollquill gemacht habe, sondern das hier ist jetzt gezeichnet mit Gelstiften. Und natürlich sieht man, denke ich, dass die Vollquill-Variante viel mehr glänzt, aber ich finde auch, die Gelstift-Variante kann sich wirklich sehen lassen. Also die von euch, die sagen, Vollquill habe ich noch nicht und mir ist das als Investition auch erstmal zu teuer, guckt euch wirklich sehr gerne mal die Kombination Stifthalter, Gelrolle an. Auch damit kann man wirklich coole Sachen machen. Ne? Also ihr seht natürlich, der Vollquill knallt mehr, aber wenn man die nicht nebeneinander hält, ist doch diese Karte auch wunderschön. Es ist auch Metallic, es ist halt matt Metallic und hier ist es einfach wirklich glänzend Metallic. So, hier habe ich nochmal eine Schnörkelkarte und auch da nochmal den Vergleich zu verschiedenen Gelstift-Varianten zeige ich euch auch gleich nochmal. Hier bei der Art Motiv habt ihr es wieder so, dass es hier etwas einfacher ist in Sachen Positionierung. Also hier müsst ihr euch keine Gedanken machen oder nicht so viele Gedanken machen, wenn es nicht ganz akkurat positioniert ist, weil ihr eben wieder nur die Faltlinie und den Rand von der Karte schneidet und ansonsten das Motiv wirklich eigentlich ein reines Zeichenmotiv ist. Immer dann, wenn das Motiv ein reines Zeichenmotiv ist, ist es mit der ganz akkuraten Positionierung nicht ganz so wild. Hier in der Mitte wäre jetzt Platz, dass ihr da selbst irgendwie Grüße reinschreibt. Hier haben sich wieder dazwischen gemogelt nochmal Gelstift-Varianten. Hier seht ihr jetzt auch einen breiteren Gelstift und ihr seht, umso breiter diese Linie ist, umso mehr knallt das Ganze letzten Endes natürlich auch. Ne? Ist am Ende jetzt Geschmackssache, ob man sagt, oh, ich mag dieses zierliche Filigrane in dem Fall lieber. Ich mag übrigens dieses Blau total gern. Ich brauche unbedingt mehr blaue Folie. Ja, aber das hier ist einfach mit den Gelstiften gemacht und hier mag ich zum Beispiel die Kupfervariante auch echt gerne. Hier habe ich es nochmal richtig übertrieben. Hier habe ich noch eine Weihnachtskarte mit ganz viel Glück für die innere Elster sozusagen, mit so einem richtigen, mit einer schönen Ranke und Ilex und Sternchen und kann ich jetzt alles schon zeigen, weil als nächstes gucken wir uns Christbaumkugeln an. Auch wenn jetzt gerade eigentlich erst Herbst ist, gibt es hier jetzt noch einmal den Rundumschlag. Hier nochmal die Schnörkelkarte, die habt ihr schon gesehen. Das hier übrigens auch sehr nett, das ist einfach mit weißer Veredelungsfolie foliert auf schwarzer Pappe. Und hier seht ihr das Ganze nochmal in Gold. Da finde ich dann immer ganz spannend, wie viel Unterschied es macht, je nachdem, für welche Farbe man sich entscheidet. So, das soll es an Karten erstmal gewesen sein. Hier habe ich noch zwei, die ich euch auch unbedingt noch zeigen muss. Hier finde ich wieder ganz spannend. Zweifarbige Folierung, einfarbige Folierung macht auch wieder einen riesen Unterschied. Aber klar, ich meine, Thema Karten ist damit wahrscheinlich verstanden. Ihr könnt damit aber nicht nur Karten machen, ihr könnt damit auch andere sehr hübsche Sachen machen. Zum Beispiel so eine Windlichtbanderole. Hier bei der Windlichtbanderole habe ich auch foliert. Ihr seht, ich habe das für mich entdeckt. Ja? Ich liebe das jetzt irgendwo, Veredelung mit Vollquill drauf zu machen. Deshalb war es eigentlich auch höchste Zeit, dass wir hier mal drüber sprechen. Und es gibt auch schon das ein oder andere komplexere Projekt von mir, wie diese Herzwindlichtkugel, wo ich eben auch mit Vollquill gearbeitet habe. Ich liebe das hier total. Es ist natürlich ein bisschen Arbeit, weil man zum Beispiel bei der Herzwindlichtkugel 10 Streifen hat und man bei jedem Streifen zwischendrin die Folierung machen muss. Aber mir fällt dabei gerade noch ein Tipp ein, wo ich das hier in den Händen halte. Und zwar, wenn ihr solche fortgeschritteneren Projekte folieren wollt, ganz wichtig, viele von euch richten sich ja in der Software das Ganze normalerweise so auf der Matte aus, dass sie Material sparen können. Versucht darauf, hier bei solchen Projekten zu verzichten. Soll heißen, wenn ihr das hier umsetzt, dann habt ihr 10 solche Streifen. Positioniert diese Streifen alle genau in der gleichen Richtung, mit der gleichen Orientierung auf eurer Matte. Das ist ultra hilfreich, weil wenn es doch einen minimalen Versatz in irgendeine Richtung gibt, dann ist der Versatz auf jedem Streifen in der gleichen Richtung und es wird insgesamt so gut wie nicht auffallen. Wenn ihr einen Streifen
so rum positioniert und den anderen um 180 Grad dreht und es gibt einen minimalen Versatz, dann habt ihr einmal den Versatz von mir aus nach oben und einmal nach unten, also genau in die andere Richtung. Und wenn ihr das Ganze zusammensetzt, wird man es viel stärker sehen. Also das noch als Tipp. Wenn ihr beim Folieren auch an komplexere Projekte euch wagt, dann achtet bitte unbedingt darauf, dass ihr wirklich alle Formen immer genau gleich ausrichtet auf der Schneidematte. Ulrike lese ich gerade, woher beziehe ich die Folie? Ulrike, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, Amazon oder auch Ideen mit Herz. Die haben da ganz coole Bundle. Okay, also Volkwil-Theorie, fertig. Beispiele, fertig. Jetzt geht's an die Beispiele, weshalb ich dieses Fass Volkwil heute eigentlich aufgemacht habe. Ich will euch unbedingt noch meine neuen Kugeln zeigen. Ich habe vorhin schon einzelne in die Kamera gehalten und ich hole jetzt der Reihe nach einfach einmal ran. Eigentlich müssen wir uns einmal einen Spaß machen und müssen einmal gemeinsam mein schönes Kugelglas hier ausleeren. Ich habe vorhin mich nämlich richtig gefreut, dass ich schon so ein ganzes Glas mit Mini-Kugeln beieinander habe, das schon überläuft. Achtung! Wusch! Ich hab ein bisschen einen Tick für diese Mini-Kugeln entwickelt. Ich mag meine Kugeln in allen Größen, aber ich liebe die Mini-Kugeln. So, es gibt neue Mini-Kugelmotive. Es gibt dazu passend auch Motive für die großen Kugeln. Wartet. Zack. Einmal näher dran. Und dafür dann aber auch einmal ein bisschen heller wieder machen. So. Ich habe versucht, bei den meisten immer auch ein passendes Pendant dazu für euch zu machen. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Florian, kannst du noch Kugeln sehen? Ja, ich bin gespannt, was mein Mann jetzt dazu sagt. Lieber Mann, sag nichts Falsches. Ach, der muss die doch nicht basteln. Klar kann der noch Kugeln sehen, sag ich jetzt mal. Okay. Die Minis. Damit starte ich, würde ich sagen, die kleinen Kugeln mit den Streifen. Die habe ich euch letzte Woche im Stream schon gezeigt. Und zwar hatte ich sie da an der Lichterkette dran und war total glücklich, dass ihr die genauso gerne mögt wie ich. Ich kann auch gleich nachher die Lichterkette von hinter mir nochmal holen. Aber die Streifenvariante habe ich jetzt endlich für euch shopfertig gemacht. Hier seht ihr das Ganze wieder mit dem Volkwil veredelt, mit genau einer Linie, die da auf jedem Streifen langläuft. Und ich dachte, damit daraus ein Schuh wird, habt ihr einmal hier eine Variante mit schmalen Streifen und einmal eine Variante mit breiteren Streifen bei den Minis. Das heißt, man kann hier die Minis ganz schön miteinander kombinieren und ich liebe diesen Effekt total. Auch mit dem hinterlegten Papier. Dieser Tiefeneffekt, finde ich, ist total schön. Das sind die Minis und ihr kennt mich, wenn man jetzt die Minis in gestreift hat, braucht man natürlich auch eine passende Version für die großen Kugeln. Warum? Weil wenn ich die Streifen, die ich hier rechts habe, für die Minis einfach groß skalieren würde, dann würden die hier auf der Kugel links einfach nur globig wirken. Ich will ja aber, dass die Sachen zusammenpassen und dass das jetzt hier nicht einfach nur zu groß oder irgendwie zu plump wirkt. Und deshalb habe ich die Streifen hier nochmal ganz frisch gemacht für die großen Kugeln. Ne, damit ihr das einmal nebeneinander seht. Das ist schon ein drastischer Unterschied. Die ich hier links habe, ist die 8 cm Variante. Das ist quasi die Basisgröße. Bei den großen Kugeln, das ist ja ein Set, habt ihr 6 cm, 8 cm und 10 cm. Das ist die Zwischengröße, das sind die 8. Und hier rechts seht ihr die 4. Passen zueinander, damit man den ganzen Christbaum passend schmücken kann. Ich habe das Ganze hier auch nochmal in Rot liegen. Da möchte ich euch gerade nochmal zeigen, wie cool das ist, wenn man auch einfach welche mit Volkwil mit welchen ohne Volkwil kombiniert. Das ist jetzt beide Male der schmale Streifen. Links mit Folienveredelung, rechts ohne Folienveredelung. Und ich glaube, das kann sich auch wirklich gut sehen lassen. Und selbst für alle, die sagen, oh Gott, ich kann doch jetzt keine 583 Motive für die Kugeln kaufen. Wer nur eins kaufen will, mein Bauchgefühl, wer nimmt die Streifen? Weil mit den Streifen kann man auch, finde ich, ganzjährig ganz gut fahren. Damit kann man ganz gut was machen. Also, ein neues Dekor, einmal die Streifen. Wartet, ich sortiere die wieder zurück. Wundert euch nicht, hier sind bei den Kleinen natürlich auch welche dazwischen. Hier normale. Diese hier kennt ihr auch schon. Ne, das ist Dekor, das schon im Shop ist. Zusammen mit dem hier, das kennt ihr schon. Kann ich gerade noch mal ganz kurz zeigen. Auch hier wieder, auch hier wieder ganz kurz der Vergleich, weil wir heute Thema Volkwil haben. Einmal mit Folienveredelung, diesmal rechts, einmal ohne, hier links. Ne, auch ganz spannend, finde ich beide hübsch, aber wirken trotzdem unterschiedlich. So. Dann, was ist das nächste Neue? Das nächste Neue ist diese hier. Die habe ich tatsächlich, da war die große erste da. Die hatte ich euch letzte Woche im Stream noch in der Work-in-Progress-Variante quasi gezeigt. Die ist fertig
mit diesem Rautenmotiv, das ich hier außen einfach komplett nur mit dem Vollquill gezeichnet habe, auch wieder mit goldenem Papier hinterlegt. Und sie konnte nicht eher in den Shop, als dass ich auch dafür die passende Mini-Variante produziert habe. Ich hole euch da auch mal die Minis dazu ran. Ich finde hier, das lebt schon so ein bisschen auch von der Veredelung. So schwierig, ich bräuchte eine dritte Hand. So, ich hoffe, dass die Kamera euch das scharf stellt. Wie gesagt, rechts die große Variante. Links habe ich so ein bisschen variiert. Ich habe hier bei den Minis auch wieder dieses Rautenmotiv aufgenommen, das quasi außen das mit Gold abgesetzt ist, in der Mitte die Raute in weiß. Und dann einmal diesen Stern, wie ihr ihn hier habt, auf 4 Zacken reduziert, weil 8 Zacken mit Streben in der Mitte in dieser kleinen Größe nicht funktioniert. Das ist also die eine Variante, die dazu passt, meiner Meinung nach. Die andere Variante ist den Stern 8-zackig gelassen, so wie beim Hauptmotiv auf der großen Kugel, dafür aber die Stege hier in der Mitte rausgenommen, weil das einfach in dieser kleinen Größe nicht funktionieren würde. Und auch klar, hier außenrum, ne, diese Striche für diese Rautenform zum Absetzen der Raute habe ich euch bei den kleinen komplett neu angeordnet. Gleiches Thema, das würde mit einfach nur kleiner skalieren nicht toll aussehen. Das ist das. Das sind quasi 2 komplett passende, ne, die man schön kombinieren kann, groß und klein. Und jetzt habe ich noch eine Variante. Ach so, kann ich euch hier auch nochmal zeigen. Eigentlich kann ich euch die nochmal zusammen zeigen. Das hier sind die 8 cm. Das hier oben sind die 6 cm. Und ich hole nochmal eine davon ran. Das hier sind die kleinen, ne? Das sind die 4 cm. Da habt ihr nochmal so ein bisschen den Unterschied gesehen. Ulrike fragt gerade, ist das Dreier-Set der Kugeln die Grundvariante? Und ist da die kleinste Variante, die für die Mini-Kugel? Pass auf, genau, das kann ich vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Und zwar ist es ein bisschen speziell mit diesem Kugelprojekt. Ich hole euch da nachher noch mal was ran. Schnellabriss ist, es gibt das Basisset, das hat die 3 Kugelgrößen, die 8 cm, die 6 cm und die 10 cm ohne Dekor. Einfach außen glatt zu. Hier ist die 6 cm Variante und das in 3 Größen. Die Mini-Kugel, diese hier, die kleine, die ist erst später entstanden. Das heißt, die Mini-Kugel ist eine Erweiterung zu diesem Basisset. Und wer Minis machen will, der muss das Basisset gekauft haben und die Mini-Kugel. Und die ganzen Mini-Dekore hängen an der Mini-Kugel mit dran. Ich weiß, das ist ein bisschen verwirrend wahrscheinlich, wenn man das so nicht kennt, aber ich baue das bei meinen Projekten so auf, weil die Projekte sich auseinander entwickeln und ich dadurch die Chance habe, euch möglichst faire Preise anzubieten. Weil die Mini-Kugel gäbe es nicht ohne die größere Variante, aber für die Minis muss ich natürlich einiges anpassen, damit es immer noch funktioniert. Das sind zum Beispiel im Vergleich, wenn ich die hier einfach nur verkleinern würde, kommt dann nicht das gleiche dabei raus, was ich hier rechts in der Hand habe. Weil hier alle Breiten von den Steckschlitzen angepasst sind. Weil die Stecknasen hier oben und unten verlängert sind, dass das in dieser kleinen Version noch funktioniert. Also es ist alles für diese Größe optimiert. Und die habe ich erst nach dem Basisset entwickelt, deshalb ist die als Add-on zusätzlich zu kaufen sozusagen. Okay. Jetzt habe ich noch was, nur zeichnen. Das ist diese hier. Hier habe ich auch, also nur zeichnen ist relativ. Ich muss natürlich auch hier die Grundform von dem Streifen ausschneiden, aber eben nur die Grundform. Das heißt, ich habe hier kein filigranes Schneidemotiv innen drin. Entsprechend sind die auch sehr schnell gemacht. Das ist das einzige, bis jetzt das einzige nur Zeichenmotiv. Das hatte ich euch auch im Stream gezeigt. Das war mit eins der Favoriten, als wir die Zeichnungen durchgeguckt haben. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das bei euch ankommt. Ob wir auch wirklich Kugeln mit nur der Zeichenvariante sehen. Ich mag das sehr. Ich finde es zum Verschenken auch sehr nett, weil man natürlich nicht sehen kann, was innen drin ist. Es ist ultra stabil, weil es eben nur die Zeichnung hat und keine Öffnungen durch irgendwelche Motivausschnitte. Und es ist dadurch auch ziemlich schnell gemacht, während bei den filigranen Schnitten ja zum Teil der Plotter auch ein bisschen länger braucht, muss er hier nur die Kontur schneiden. Und ihr habt es ja vorhin gesehen, das Zeichnen mit dem Plotter geht ziemlich schnell vonstatten. Und hier habe ich tatsächlich mal Silber auf Rot foliert und deshalb habe ich hier außenrum das Gestell auch in Silber gemacht. Bereue ich im Nachhinein ein bisschen, weil es ist bisher die einzige silberne Kugel. Aber vielleicht muss ich die einfach verschenken und muss das Ganze nochmal in Gold machen. Okay, das gibt es bis jetzt nur in groß. Und das ist so ein Fall von, wenn man das jetzt einfach auf die kleine runter verkleinert, wird es auch nicht mehr so geil wirken. Da wollte ich aber erstmal eure Reaktion abwarten, bevor ich mich da in die Arbeit stürze und auch noch eine kleine Variante entwickle. Ich dachte, ich harre jetzt erstmal der Dinge und gucke, wie das bei euch ankommt. Ich mag's sehr. Und mein Papa hat heute Fotos gesehen, dem hat auch die Kugel am besten gefallen. Vielleicht muss es doch noch eine Mini-Variante geben. Ich weiß es noch nicht. Ich wünsche mir nach wie vor Feedback von euch. Ihr dürft euch immer noch Motivvarianten wünschen.
Hier habe ich noch einmal was genau quasi der Gegenpart dazu ist, und zwar ein Mini-Motiv, das es bisher noch nicht als großes Motiv gibt. Und zwar sind es diese Sternkügelchen hier. Die hole ich euch auch noch mal näher ran. So schaut das Ganze aus. Hier hätte Folierung irgendwie nicht richtig Sinn gemacht. Ich habe es erst probiert mit nochmal einzelnen Pünktchen hier irgendwo zwischendrin. Aber nur für diese einzelnen Pünktchen, ihr habt es vorhin gesehen, man braucht dann doch immer eine ganze Folie. Dachte ich, nee, den Aufwand muss man hier nicht machen. Es muss auch nicht alles foliert werden. Also bei diesem Motiv ist keine Zeichenlinie mit dabei. Einmal mit flächendeckend Sternchen und die zweite Variante mit nur diesem prägnanteren Sternchen in der Mitte. Ein bisschen aufgeräumter, ein bisschen mehr Fokus nur auf dem zentralen Element. Ich mag sie wieder beide und es ist als Kombination wieder zusammen sozusagen im Shop. Das vielleicht auch noch zur Erklärung. Ich habe das jetzt so gemacht. Dass ihr bei den Minis bisher in den Motiven immer eine Motivkombination habt. Also es sind 2 Motive quasi drinne für die Minis. Es ist auch auf den Shop-Fotos jeweils abgebildet. Aber nur für diese Mini-Kugelgröße angepasst. So. Und bei den Motiven für die großen Kugeln, also die 6, 8, 10 cm, da ist es so, da ist nur ein Motiv drin, aber ich habe euch die Motive jeweils für die perfekt angepassten Seitenstreifen für die einzelnen Größen schon vorbereitet. Das heißt, bei diesem Motiv für die großen Kugeln findet ihr für 6 cm, für 8 cm und für die 10er, die habe ich jetzt hier nicht liegen, jeweils eine passende Datei. Bei den Minis ist es eben nur die eine Größe. Dafür sind es 2 Motivvarianten, die zueinander passen. So. Nur, dass ihr euch da nicht wundert, das ist ein bisschen unterschiedlich aufgeteilt, weil bei den Minis halt auch weniger drauf geht auf so ein Teil. Ne? Und die Anpassungsarbeiten nicht so immens sind, um eben noch so die eine kleine Motivvariante auch noch anbieten zu können. Das ist das, was an neuen Kugeldekoren jetzt gerade in den Shop gewandert ist. Ihr wisst, dass noch welche ausstehen. Zu den Ausstehenden habe ich noch mal Fragen. Das eine ist eigentlich schon klar. Das zeige ich nur noch mal schnell. Es gibt einige von euch, die kennen das schon. Habe ich letzte Woche schon kurz gezeigt, habe ich nur noch nicht shopfertig gemacht. Das war der Versuch mit dem Rentier. Ich finde das Rentier hier auf der großen Kugel super cool. Ja? Ich habe das noch nicht fertig gemacht, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich hier verfahren soll mit den kleineren Größen. Weil das hier ist die 10 cm Kugel und das funktioniert auf den 10 cm toll. Sobald es kleiner wird, wird es, glaube ich, kritisch. Wir hatten ja letzte Woche kurz darüber gesprochen, dass man dann vielleicht stattdessen einfach nur das Rentiermotiv zeichnet, also foliert. Da wäre für mich aber ganz spannend, ob das für euch eine Option wäre. Also ob das als Motiv für euch trotzdem Sinn macht, auch wenn es nicht auf allen Größen funktioniert. Das wäre für mich noch ganz interessant. Dann würde ich das nämlich auch noch fertig machen. Und ihr wisst, ich liebe Geometrie. Ich habe noch was Geometrisches. Hatte ich letztens auch schon mal kurz gezeigt, wo wir nur die Einzelstreifen hatten. Und zwar habe ich noch ein Pendant gesucht zu den Streifen, ne? Zu den einfachen Streifen. Und das wäre hier in Sachen geometrischer Form vielleicht so eine kleine Rautenform. Da war ich noch nicht ganz schlüssig, aber ich mag die eigentlich tatsächlich auch. Hier auch wieder mit Folienveredelung, auch schon im Test. Und dazu passend dachte ich, das wird wieder so ein bisschen die Brücke schlagen zu denen, die doch weihnachtlich basteln. Raute mit Stern. Raute mit Stern und Kreis passt nämlich, Achtung, zu der Variante, wo wir den 8-zackigen Stern in der Mitte haben. Und jetzt können wir das Glas gerade nochmal ausleeren. Ja. Und auch zu dem hier, würde ich sagen, oder? Die kann man nämlich auch alle 3 zusammen sehen. Ja, Martina wartet noch auf den Engel. Martina, ich habe es nicht vergessen, der Engel steht auch schon auf der Liste. Haut es aber hier nochmal rein. Ihr dürft mich gerne nochmal erinnern. Alles, was mehr Stimmen bekommt, wird auch schneller umgesetzt. So funktioniert das soziale Druck oder wie man das nennt. Okay, also wie gesagt, Raute wäre für mich noch eine Option. Übrigens PS, ne, Thema Raute. Ne, ich hole euch die hier nochmal ran. Sieht man auch wieder, dass da irgendwie sich doch einer was dabei gedacht hat, dass man da doch eine Serie draus machen kann. Hier in der Mitte hat man ja auch dieses Rautenelement. Deshalb finde ich das hier dann eigentlich auch ganz cool, wenn das irgendwie auch in geschnittener Form nochmal auftaucht. Okay. So, jetzt muss ich kurz meine Gedanken sortieren. Jetzt habe ich euch die Kügelchen gezeigt, die ganz frisch in den Shop gewandert sind. Ich lade euch nochmal ein, wünscht euch Motive. Ich bin noch nicht durch und ich habe diese Woche ernsthaft überlegt, ob ich dieses Jahr mal meinen eigenen Weihnachtsbaum nur mit selbstgemachter Deko schmücken soll. Das wäre mal eine komplett neue Challenge der anderen Art. Ich will den Mund nicht zu voll nehmen, weil es vielleicht auch passieren könnte, dass ich in 2 Wochen keine Kugeln mehr sehen kann. Aber jetzt gerade im Moment kann ich noch oder wieder Kugeln sehen. Das heißt, haut Wünsche raus. Wer noch Motivwünsche hat, haut sie raus. Ich habe Krippe, habe ich noch im Kopf gespeichert. Wie gesagt, Rentier steht bei mir noch auf der Agenda.
Schneeflocke steht auch noch auf der Agenda. Ich lese gerade Bianca nochmal, nur Sterne oder Schneeflocken. Ja, nur Sterne-Variante bietet sich spätestens auch zu dem Rentier nochmal an. Ne? Das könnte man nämlich hier auch sehr schön wechseln, dass man sagt Rentier, Sterne, Rentier, Sterne. Dann müssten wir nicht umlaufend nur 6 Rentiere machen. Okay. Atmen. So, jetzt geht's weiter ans Eingemachte. Ich habe noch den Kugelhalter, Ständer, wie auch immer wir den nennen wollen, den ich euch zeigen will. Und die Laterne, an der ich arbeite. So, wartet. Wie machen wir das jetzt? Wir schalten, glaube ich, nochmal um. Ich wink nochmal und gehe schon mal hier als erstes mal die Kugelhalter-Variante holen. Ne? Ja, Baum treffen. Ja, Petra, gibt Infos. Du merkst hier, ich komme gar nicht hinterher. Also, als erstes Thema Kugelhalter. Ich habe euch letzte Woche was gezeigt, woran ich arbeite, und dann ist es jetzt doch ein ganz anderes Konzept geworden. Ich habe ganz viel. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal so ein bisschen die Konzeptschritte zwischendrin. Es ist jetzt was ziemlich einfaches Geometrisches geworden, nämlich ein Kreis, ich zeige euch das Ding mal von der Seite, oben schmal ist, unten breit, damit es einen wirklich guten Stand hat und auch wirklich schnell gemacht, weil es ist wieder mein Konzept ohne Kleben. So, jetzt habt ihr so in lebensecht einmal gesehen für die 10 cm Variante, und ich zeige euch das Ganze jetzt auch gleich nochmal aus der Nähe. Schaltet euch wieder um. Einmal auf die andere Kamera. So. Und zeige euch das ganze Ding nochmal rundherum. Zeige euch die, zumindest zum Teil, 100 Millionen Zwischenarbeitsschritte. Ich habe nämlich tatsächlich, zeige ich euch jetzt auch gerade mal noch, erst an einem komplett anderen Konzept gearbeitet. Habe ich den finalen oben stehen lassen. Typisch ich. Typisch ich, macht nichts. Und zwar sah mein vorheriger Entwurf, an dem ich nach dem Entwurf letzte Woche gearbeitet habe, sah eigentlich eher so aus. Also oben schon Kreis oder Ring. Ne? Ihr habt euch letzte Woche ja quasi was gewünscht, was keine 6 Streben hat. So war das letzte Woche. Das war die Kugel in der Kugel. Das war aber auch noch nicht richtig stabil und auch nur Prototyp. Ihr habt euch was gewünscht, was eher nur einen Ring hat, damit es nicht so viel Aufmerksamkeit von der Kugel in der Mitte wegzieht. Das wäre die Lösung hier gewesen, und das hat unten so einen 6-eckigen Sockel bekommen, damit das Ganze auch steht. Es ist ein Projekt ohne Kleben. Ich habe unfassbar lang daran gearbeitet. Viele Stunden geschwitzt, alles Mögliche probiert. Es hat hier unten auch ein relativ komplexes System, um das Ganze zu schließen. Aber, und jetzt kommt das Aber, an irgendeinem Punkt kam der Moment, wo ich dachte, irgendwie sieht das Ding nach Stargate aus. Hat von euch jemand früher Stargate gesehen? Ich habe früher Stargate gesehen, und ab dem Moment, ab dem ich dachte, das erinnert mich irgendwie an so ein Stargate-Portal, konnte ich nicht mehr. Da habe ich ihn zur Seite gelegt und habe mich auf einen komplett anderen Ansatz verlegt. Und ich zeige euch auch gleich nochmal, warum das im Ergebnis auch gut ist. Also ich habe mich nicht leichtfertig davon getrennt, weil was ihr hier seht, da stecken viele Stunden Arbeit drin. Und eine Sache hat mich trotzdem immer noch genervt, und die habe ich bei diesem Entwurf nicht weggekriegt. Und seht ihr das? Ich halte das Ding unten fest, es steht auf dem Tisch, und es ist hier oben trotzdem immer leicht beweglich. Und ich kriege das nicht. Das hat man mit nur Stecken einfach bis jetzt nicht in den Griff bekommen. Ich hätte noch Ansätze gehabt, um das besser zu machen. Hier außen nochmal einen Verbinder rein. Aber ich habe an irgendeiner Stelle, als ich diese Stargate-Eingebung hatte, gedacht, nein, ich versuche es nochmal komplett anders. Und ich glaube, ich hoffe, ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe, ihr werdet es mir am Ende danken. Das Konzept von diesem Ding hier ist so übergut, dass ich bin sehr zufrieden mit mir selbst. Ihr merkt es, Entschuldigung, ich weiß, Eigenlob stinkt und ich muss hier nachher ordentlich durchlüften. Aber ich liebe dieses Ding. Ich habe unfassbar lang daran gearbeitet. Es ist ultra schlicht. Und ich dachte, das ist in eurem Sinne, weil sich so viele letzte Woche was gewünscht haben, was nicht zu viel Aufmerksamkeit von der schicken Kugel in der Mitte weglenkt. Ich halte euch die da mal zeitweise rein, damit man ein bisschen besseren Eindruck vom Gesamtkonzept bekommt. Ich halte euch das nachher auch nochmal so hin, dass es frei hängen kann. Ne? So sieht das Ganze dann aus. Es ist deshalb, finde ich, ultra genial, weil es am Ende in der Machbarkeit so ultra einfach ist. Weil, wenn man eine lange Matte und lange Bögen Papier hat, sind es tatsächlich nur 2 Teile. Man hat ein Teil hier für den Ring drumherum
und hat einen Teil für die Vorder- und die Rückseite. Geht aber nur mit wirklich großem Papier. Ansonsten muss man es aufteilen auf 2 Teile vor der Rückseite und 2 Teile für den Ring drumherum. Ich zeige euch das auch gleich nochmal in Gold. Und aufgrund der geometrischen Form, also aufgrund der Tatsache, dass es hier von oben nach unten so auseinanderläuft, steht es hier unten auch einfach. Das steht hier am unteren Ende wirklich sicher und ist oben trotzdem schmal und zierlich und zieht euch damit eben nicht viel Aufmerksamkeit von der Kugel in der Mitte weg. Weil ich dieses Projekt im Kontext von diesen Kugeln entwickelt habe, ist der Ständer natürlich genau so von der Größe her eingerichtet, dass man die Kugel hier in der Mitte, wenn man die hier einhängt, die 10 cm Kugel, die hängt hier perfekt zentriert. Ich halte euch das auch gleich nochmal hoch, damit ihr es wirklich sehen könnt. Klar, weil ich hier oben natürlich so einen kleinen Papierhaken eingearbeitet habe, der von der Höhe her genauso eingerichtet ist, dass die Kugel wirklich genau mittig hier drin hängt. So, und ich lese gerade Alina. Genau, Alina, ich hoffe, du meinst mit der breitere Ständer hoffentlich diesen hier. Und ich sage, da macht man es dann eben genau so. Da beleuchtet man dann die Kugel in der Mitte. Ne, da muss man bei dem Ständer hier noch gar nichts weitermachen. Ah, warte, ich lese gerade ganz kurz Marion zwischendurch. Marion hatte noch eine Frage bezüglich Cricut. Warte mal, Marion, ich blätter mal ganz kurz nach oben und guck mal, ob ich dich finde. Oder du haust sie mir bitte einfach noch mal rein. Ich habe es jetzt auf jeden Fall gerade im Blick. Die mit dem Cricut hängen da etwas. Ja, hau mal rein. Der Breite, wann kommt der in den Shop? Der Breite kommt jetzt tatsächlich, haut mich nicht, erst nächste Woche Donnerstag in den Shop, weil ich beschlossen habe, dass das diesmal unser Clubprojekt wird. Auch wenn es aus wenigen Teilen besteht. Ich habe mit dem Club noch andere Dinge zu besprechen, diesen Clubabend. Ich will gar kein zu großes Geheimnis draus machen. Ich habe es ja neulich schon angeteasert. Es steht ein Live-Treffen im Januar an. Und das wird auch einiges an Zeit an unserem nächsten Bastelabend schlucken. Und es kommt noch dazu, ich bin einfach noch nicht weiter. Ihr wollt nicht wissen, wie lange ich an diesen Kugelhalterprojekten gearbeitet habe. Das heißt, der wird erst ganz offiziell für alle am Donnerstag in den Shop wandern. Petra fragt gerade, ob man für den Haken auch was Stabileres verwenden kann. Petra, tatsächlich hält es hier oben sehr gut, aber wenn du nachher immer noch das Gefühl hast, dass das keine sichere Verbindung ist, aber das ist sicher. Also ich habe das wirklich getestet. Ich habe es auch mit Gewicht getestet. Ich habe LED reingestellt. Ich habe das wirklich ausprobiert. Das hält wie Bombe. Und ansonsten kann ich zur Not dieses Hakenteil auch nochmal beilegen, dass man es aufdoppeln kann, dass man es nochmal draufkleben kann, wenn man möchte. So, das ist der Ständer in groß und ich zeige ihn auch gleich nochmal in der 8 cm Variante. Ich habe das Ganze, ihr kennt mich, natürlich auch gleich noch für die 8 cm angepasst. Und zwar heißt hier auch wieder angepasst, nicht einfach skaliert. Das meine ich mit angepasst. Ich lege euch den hier mal rein. Und dann kann man vielleicht gleich, wenn ich es erkläre, zumindest hoffentlich sehen. Seht ihr das? Das hat hier außenrum, das lebt ja von diesen Steckverbindungen, von diesen Stecknasen. Würde ich das jetzt einfach kleiner skalieren, würden ja auch diese Stecknasen wieder schrumpfen. Die ganzen Abstände zwischendrin würden kleiner werden. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe das für die 8 cm Kugel komplett angepasst. Das heißt, die Stecknase ist genauso groß wie bei der 10 cm Variante. Es sind einfach weniger Stecknasen, die hier an dem kompletten Teil verarbeitet sind. Wartet, ich muss noch mal lesen. Ich rede zu motiviert. Also ihr habt gesehen, 8 cm, 10 cm. Wartet mal. Ich komme gleich noch mal zu euch zurück. Ich zeige euch erst noch was. Und zwar, deshalb habe ich auch die 8 cm Variante eigentlich geholt. Ich wollte euch hier mal die Teilung zeigen. Ne, hier habe ich mein Goldpapier verwendet. Das ist das 210 Gramm Pollen Goldpapier, das ich hier benutzt habe. Und das habe ich nur in A4-Bögen, das heißt, da habe ich keine Möglichkeit, den Großbogen zu verwenden. Und da ist es dann so, dass man hier unten in der Mitte einmal den Stoß hat, aber ich persönlich finde den ultra dezent. Da ist auch nichts geklebt, das ist auch alles nur in Form gebracht und gesteckt. Und dass man hier unten einfach diese beiden Teile zusammensteckt. Also da am unteren Ende, das fällt auch keinem Menschen auf. Das heißt, man kann das sehr schön auch mit A4 umsetzen. So, und jetzt komme ich zurück und gucke nochmal Kommentare. Ich lese jetzt erst nochmal bei euch. Alina schreibt gerade, der Ständer, der aktuell unter der Kamera liegt. Also wahrscheinlich der dickere, ne?
und da würdest du eine indirekte Beleuchtung schön finden. Finde ich eigentlich auch eine geile Idee. Dann muss er aber dicker werden, damit man diese Beleuchtung wieder verstecken kann. Könnte man drüber nachdenken. Dann habe ich von Karin gelesen, die Frage, ob es eine Option gibt, die Lichterkettenkugel auch in 6 cm zu kaufen. Nee, bis jetzt nicht, Karin. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich mache. Ich muss mal an meiner Lichterkette messen. Wir haben das damals im Stream ausprobiert und das Problem ist, sobald die Kugeln größer werden als diese 4 cm, dann sind die Abstände zwischen den Lichtern zu kurz. Und eine Verstärkung für die Schicht mit der Aufhängung bei dem Minikreis. Verstärkung für die Schichtaufhängung. Du meinst wahrscheinlich einfach, Kim, wenn ich das richtig verstehe, oben, oder? Diese kleine, hier oben, diese Öse, oder? Bin ich richtig? Schreib mir mal, ob ich richtig bin bezüglich der, hier so. Ja, ich überlege gerade, wie man das machen könnte. Man könnte natürlich was draufkleben, oder wenn dir das was hilft, ich könnte die Öse bei den Minis zur Not breiter, dicker machen. Könnt ihr ja vielleicht auch mal schreiben, ob da noch mehr sind, die Probleme mit den Ösen haben. Bei mir klappt das eigentlich alles. Florian fragt, ob ich seine Kommentare sehe. Nein, ich sehe seine Kommentare nicht. Hä? Warum das eigentlich? Florian, irgendwie werden deine Admin-Kommentare nicht eingeblendet. Kann das sein? Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Doch, hier oben. Jetzt. Sorry, ich habe dich komplett überlesen. Sogar mit Admin-Werkzeug hier in der Übersicht. Welche Spitze für filigrane Motive passt der Vollquill auch für den Cricut Maker? Aha. Set-Empfehlung für STX-Reihe Cameo 4. Woher die Folie? Ach, jetzt ja. Entschuldigt. Die Kommentare und da brauche ich auch noch irgendein gutes System, wo die hinlaufen und ich irgendwie erledigt anhaken kann oder so. Dann vergesse ich auch nichts mehr. Welche Spitze für filigrane Motive? Ich nehme fast alles. Also das sind wieder Fragen, die sich wahrscheinlich auf unseren ersten Teil mit dem Vollquill beziehen. Ich kann gleich nochmal auf den Vollquill umschalten. Ich nehme tatsächlich für so gut wie alles den Vollquill mit der mittleren Spitze, den mintfarbenen. Nur für sehr, 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 sehr filigrane Sachen. In der Regel nur, wenn ich meine Motive kleiner skaliere, benutze ich mal den mit der feinen Spitze. So. Passt der Vollquill auch für den Maker? Der Maker hat die Cricut-Geräte haben ein eigenes Folierungssystem. Muss ich aus dem Stand passen? Ich glaube, er funktioniert auch im Maker, aber ich weiß gerade nicht, wenn ja, mit welcher Spitze und wie man das macht. Das müsste ich tatsächlich selbst erstmal nachlesen. Dafür benutze ich meinen Maker zu selten. Eine Set-Empfehlung für SDX. SDX wäre Brother. Muss ich auch gucken. Ihr wisst, ich bin kein Brother-Könner. Und bei der Cameo 4 ist es relativ einfach. Das sind die normalen Silhouette-Empfehlungen. Achtet da nur darauf, dass ihr zum Beispiel bei den Stiftehaltern für die Cameo 4 einen anderen Stiftehalter braucht als für die alten Geräte. Das ist aber Thema Zeichnen mit dem Plotter und das habe ich tatsächlich eigentlich auch auf der Webseite ganz gut aufgearbeitet. So, jetzt scroll ich wieder ganz weit nach unten. So. Fast wie in Real Life. Ja, ja, Florian. Hier, Küsschen für dich. Der ist so frech. Kim, ich hab's verstanden. Du hast überall ein Thema mit der Aufhängung. Dann müssen wir vielleicht einfach mal zu zweiten Versuch starten, ob dir das was bringt, wenn ich die Aufhängung generell etwas dicker gestalte, beziehungsweise ich hätte eine Idee, wie man da vielleicht eine zweite Lage dran machen kann, aber dann musst du dann mein Testkaninchen sein. Schreib mir mal eine Testkaninchen-E-Mail. Haha. Dann wirst du eingespannt direkt. Okay, jetzt wieder runter hoffentlich zu den aktuellen. Hier gibt's doch schon Antwort. Für den Maker gibt es Adapter, aber man verliert die Garantie, wenn etwas kaputt gehen würde. Das wäre natürlich ultra ärgerlich. Also wie gesagt, liebe Maker-Besitzer, es gibt auch eigene Folierungswerkzeuge für die Cricut-Geräte. Tatsächlich muss ich aber sagen, und das höre ich, ich höre nur und sage nach, ich bin kein Cricut-Kenner. Deshalb, also ihr wisst, ich habe zwar einen Maker, aber ich benutze den fast nie, weil mir alles mit der Silhouette einfach leichter von der Hand geht. Ich weiß, dass auch einige Cricut-Leute sogar mit den Original-Cricut-Zeichenstiften Probleme haben, eine akkurate Zeichnung hinzubekommen. Aber auch da, ihr könnt eigentlich auch in der Cricut-Software tricksen und den Versatz von der Zeichnung manuell ausgleichen. Vorausgesetzt, er landet immer an der gleichen Stelle. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Ihr müsst mal testen.
Aber testet, wenn es geht, mit euren Geräten einfach immer erstmal mit günstigem Equipment. Mit irgendwas, was ihr sowieso habt, was ihr vielleicht am Zubehör mitgekauft habt, als ihr die Geräte euch bestellt habt. Nicht, dass ihr feststellt, dass euer Maker zu den Geräten gehört, die es einfach nicht schaffen, akkurat positioniert zu zeichnen. Und dann kauft ihr euch extra einen Vollquill mit einem Adapter und tralala und am Ende funktioniert es nicht mal und ihr ärgert euch zu Tode. Das wäre schade. Vielleicht erstmal mit einem einfachen Zeichenwerkzeug ausprobieren. Wäre da meine Devise. Okay, ich bin noch nicht ganz sicher, was wir mit dem Stargate machen. Ihr habt jetzt mein Stargate gesehen. Ich schalte euch nochmal dahin um. Ich habe noch was ganz anderes. Ich lese gerade noch mehr Ideen zu den Kugeln. Die großen Kugeln ohne Aufhängung wäre klasse. Svenja, was machst du dann mit der, wenn die keine Aufhängung hat? Einfach so zum Dekorieren, zum Hinlegen. Haut ruhig nochmal, haut in die Tasten. Ich liebe alle eure Ideen. Siehste, Laura schreibt auch, Vollquill funktioniert im Maker, dafür muss man den Stiftehalter ausbauen. Tatsächlich habe ich den Stiftehalter auch ausgebaut, weil ich so ein anderes Stifte-Adapter-Set für den Maker habe. Das heißt, rausmachen geht relativ leicht. Okay. Es ist aber schon 21:22 Uhr. Ich habe euch schon viel zu viel von eurer Zeit gestohlen. Es ist unfassbar, wie die Zeit immer rennt. Aber ich wusste, das wird heute lang. Wenn wir erst mit dem Vollquill arbeiten wollen und dann noch Sachen angucken, ich wusste, es wird heute lang. Ich nehme euch nur noch ganz kurz in Beschlag. Ich gehe noch einmal ganz kurz zurück zu den Kugelständern. Dürft ihr auch gerne noch mal raushauen. Ich hoffe, ihr sagt, der ist gut so. Ihr dürft auch gerne noch mal Fragen äußern. Ihr dürft mir sagen, was wir mit dem Stargate machen und ich muss euch die Laterne zeigen. Ich habe nämlich an dieser Laterne habe ich auch wieder den ganzen Tag gearbeitet. Jens schreibt gerade noch, die Curio 2 müsste ein eigenes System haben für den Vollquill. Ja, Jens, da sollen eigene Power-Tools kommen für, für die neuen Maschinen, die jetzt da angekündigt sind. Ich habe tatsächlich auch eine Curio 2 bestellt, habe aber bisher noch nichts von der Auslieferung gehört. Wird also vermutlich noch dauern. Okay, also diese hier wandern auf jeden Fall in den Shop, weil ihr seht, die sind quasi fertig. Ich muss das Anleitungsvideo noch aufnehmen, ich muss noch Fotos machen. Ich habe sehr mit mir gekämpft, ob das tatsächlich diesen Monat das Clubprojekt werden soll, weil der Zusammenbau so schnell geht und wir sonst im Club oft eher aufwendige Sachen basteln. Aber ich sag euch ehrlich, wie es ist. Die Laterne, an der ich auch noch arbeite, mit der bin ich einfach noch nicht annähernd so weit. Und ich persönlich mag dieses Kugelhalterprojekt total. Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Clubabend und wie gesagt, wir haben bestimmt trotzdem genug zu besprechen. Also, liebe Clubis, ihr wisst Bescheid. Wir werden Kugelhalter, Kugelständer, wie nennt man das Ding? Wie würdet ihr dieses Teil nennen? Gebt dem bitte doch mal einen Namen. Der Aufhängständer, Universalhalter. Mein Mann hatte mir die Tage so einen ganz coolen Universalhaken aus Papier dafür geschnitten, weil er der Meinung war, dass die Kugel tiefer hängen soll. Also so ein Konterhaken, den man hier einhängen kann. Und er hat in der Küche ganz toll unsere geernteten Peperoni drapiert und hat gesagt, man kann ja hier auch eine Peperoni zum Trocknen reinhängen. Ich bin nicht ganz sicher. Also, ne, hier, das, ich liebe dieses Ding, so wie es ist. Ihr dürft gerne noch Ideen äußern, was es bis jetzt nicht gibt, ist eine perfekt angepasste Größe für die 6 cm Kugel, weil ich gesagt habe, noch kleiner muss dieser Kugelumkreis meiner Meinung nach nicht werden. Denn ich persönlich, wenn ich mir einen Kugelhalter mit einer einzelnen Kugel hinstelle, dann doch eher eine große Kugel oder von mir aus 2 Kugelkombinationen, aber keine kleine Kugel. Also es ist ja ungefähr genauso sinnvoll, wie wenn ich jetzt noch einen eigenen Kugelständer für die Minikugeln mache, wo nur eine Kugel dran geht. Also für die kleinen Sachen wäre, glaube ich, dann ein Kugelständer für viele Kugeln wieder cooler. Aber hier dachte ich persönlich, sind wir mit den 8 und 10 cm eigentlich gut abgedeckt. Zeige euch noch ein letztes Mal das Stargate. Ich weiß noch nicht, ob das jemals fertig wird. Das ist noch nicht mal die finale Variante. Das finale Stargate hat hier nämlich eine Doppelreihe. Außen und innen, um das stabiler zu machen und hier unten auch schon einen schöneren Sockel. Also ich zeige euch demnächst mal noch das finale Stargate. Das steht nämlich noch oben an der Fensterbank. Da war ich noch nicht sicher, was ich daraus mache. Aber ich habe Erkenntnisse, die ich aus diesem Zusammenbau vom Stargate gewonnen habe, für meine Laterne benutzt. Und auch da brauche ich jetzt noch euren Input und dann entlasse ich euch für heute. Laterne, Laterne. Also, das hier ist die Laterne, so wie ich sie euch letzte Woche schon gezeigt habe. Da hat sich noch nichts dran geändert. Aber mich hat ein Gedanke echt umgetrieben. Und zwar, seht ihr an dem Konzept,
dass die eigentlich ringsherum geschlossen ist. Dass ich jetzt hier noch Deko-Elemente reinschneiden kann, ist klar. Ja, das war nur der Formprototyp. Aber auch beim Formprototyp gab es eine Frage, die mich dringend umgetrieben hat und wo ich jetzt eure Hilfe brauche, nämlich, wie zur Hölle kriege ich hier mein Lämpchen rein? Jetzt kann man sagen, man macht es so, wie bei den Kugeln auch, nämlich man öffnet die Außenseite, man nimmt hier eins von diesen Seitensegmenten raus, um hier innen eine Beleuchtung reinzubekommen. Bin ich aber bei der Laterne tatsächlich nur bedingt ein Fan davon, weil wenn, dann müsste man ja hier eins von diesen unteren Seitenteilen rausnehmen. Und diese Seitenteile sind stabiler, als sie vielleicht auf den ersten Blick wirken. Das ist dem Dateikonzept geschuldet. Das macht die Faltung hier an der Seite. Die sorgt dafür, dass dieses Papierteil wirklich sehr stramm da drin steht. Jetzt könnte ich natürlich die Stecknase irgendwie flacher machen oder. Das war die erste Idee. Die andere ganz banale Idee ist, okay, wir könnten einfach in einer Seite eine Tür reinschneiden. Ne? Tür rein, aufklappen. So. Marion schreibt schon, von unten vielleicht. Danke, Marion. Ich liebe dich gerade für diesen Vorschlag, weil das war auch meine Idee. Ich dachte dann, nee, eigentlich wäre es ja geil. Hier unten wäre ja Platz, wenn man da von unten das Licht reinmachen kann. Jetzt kommt das dicke Aber. Im Basiskonzept von dieser Laterne ist es so, dass hier unten im Boden genau über die Mitte Streben verlaufen. Das heißt, ich konnte nicht einfach in den Boden ein Loch machen. Das ging nicht, weil hier quasi innen drin diese Papierlage weiterläuft und dann hätte man sich die Papierlage in der Mitte aufgeschnitten. Ich lese gerade. Ja, von oben eine Klappe wäre auch noch eine Idee, aber hier durchgreifen ist halt auch schwierig. Ich zeige euch jetzt, was ich ausgeheckt habe. Und ihr dürft mich dann bitte auch einfach auslachen und sagen, ich bin bescheuert, ich weiß es nicht. Ich habe gestern den ganzen Tag an einem Hirnfurz gearbeitet. Wirklich den ganzen Tag. Ich zeige es euch einfach. Und ihr sagt mir, was ihr denkt. Achtung, unfertig. Ich sag's gleich dazu. Unfertig, aber. Hier ist die Laterne 2.0. Sie sieht erstmal fast genauso aus wie die Laterne, die ich euch gerade schon gezeigt habe. Hier ist übrigens diese banale Idee mit der Tür, die mich persönlich noch nicht so richtig überzeugt, weil wenn man das einmal zu weit rein drückt, dann kriegt man es nicht mehr raus. Dann müsste hier außen vielleicht irgend so eine Lasche dran, damit man es nicht versehentlich zu weit reindrücken kann. Aber ihr ahnt es schon, ich bin bei solchen Sachen ja manchmal ein bisschen ein Monk. Das ist ein Projekt komplett ohne Kleben. Komplett ohne Kleben, wie die Kugeln auch. Es ist nur zum Stecken. Und jetzt alles in mir wehrt sich dagegen, jetzt hier außen einfach so ein Riegelding aufzukleben. Das wäre natürlich die leichteste Lösung. Ne? Das wäre die leichteste Variante. Ja, ich lese schon Kim. Kim, ihr kennt mich einfach schon zu gut, ne? Ihr kennt meine Beklopptheiten schon. Es kommt genau die Bodenöffnung zum Drehen. Und ihr könnt mir jetzt sagen, ob das völlig gaga ist, aber deshalb habe ich auch dieses eine Seitenteil nicht eingebaut, weil ich wollte, dass ihr wirklich innen reingucken könnt. Und zwar zeige ich euch das Ding einmal von unten. Sieht vielleicht ein bisschen spacey aus, aber es ist tatsächlich ein Drehverschluss, komplett ohne Kleben. Das heißt, ich kann das Ding jetzt einmal hier innen drin drehen, zack, und kann es hier aus dem Boden rausnehmen. Und hier war die Idee wieder, da kann ich mein Lämpchen reinstellen. Das habe ich übrigens noch gar nicht ausprobiert. Wo sind die Lämpchen? Irgendwo hier müssen Lämpchen sein. Ist bisher nur Pi mal Daumen, nach so viel Maß ist das ungefähr gemacht. So ist das hier bei Prototypen. Ha, fast gut. Fast gut. Ein bisschen flacher könnte es sein. So, Lämpchen rein. Schraube einmal in die Hand. Einmal einsetzen. Könnt ihr das von der Seite sehen vielleicht so? Und dann einfach drehen. Zack. Es hängt. Also, ja, ich weiß, ich habe einen Schaden. Ich habe wirklich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als an diesem Drehmechanismus hier zu arbeiten. Weil der hat es echt in sich. Jetzt hier, das mit dem Lämpchen ist fast gut. Es muss noch ein kleines bisschen flacher werden. Aber ich zeige euch das Ding nochmal rundum. Es ist wirklich auch komplett nur gesteckt. Auch da ist nichts geklebt. Und es hat hier diese Einstecknasen, die sich hier in der Mitte auf diese Lage hängen. Und diese Innenlage ist genau das Teil, das auch statisch quasi wirklich trägt. Also das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe diese Bodenstreben aufgebrochen. Ich habe euch ja gerade noch erzählt, ich kann kein Loch in Boden machen. Das Problem habe ich gelöst, indem ich die Bodenstreben aufgebrochen habe und hier Steckverbindungen vorgesehen habe, die das Ganze so fest mit dem Boden verbinden, dass man hier innen drin diese Strebe aussparen kann. Also innen Strebe raus, Loch in der Mitte ist da. Jetzt dachte ich, die Hälfte von euch sagt mir wahrscheinlich einfach, Loch in die Mitte langt, ja, ne? Kann ich meine Laterne einfach über die Kerze stellen. Also LED-Kerze, ihr versteht mich und gut ist.
und dann draufstellen und fein. Aber man will sie ja vielleicht auch aufhängen können. Wartet, ich habe gerade gestockt, weil ich was gelesen habe. Eine batteriebetriebene Lichterkette, Kabel durch den Boden. Zweites Teil, wo die Laterne rein bzw. aufstecken kannst, damit das Batteriefach versteckt ist. Sarah, ich gestehe, ich hatte auch schon so eine Idee zum Thema Lichterkette und ich weiß nicht, ob ich es euch sagen soll, weil ich keine Ahnung habe, ob es funktioniert. Aber wir sind heute hier so gut drauf, alle, die es jetzt ausgehalten haben bis 21:30 Uhr, vielleicht ich spoilere die Idee einfach mal und ihr sagt mir, was ihr davon haltet. Es ist bescheuert, ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert, aber ich hoffe, es funktioniert. Das hat mich mit dazu getrieben, diese verrückte Bodenlösung zu konstruieren. Wie wäre es denn, wenn man statt dieses einen Lämpchens, ich habe nämlich auch an Lichterkette gedacht, aber die von euch, die meine Weihnachtsbäume, die Tannenbäume kennen, bei den Tannenbäumen gibt es innen drinne so eine Konstruktion, wo man die Lichterkette dran wickeln kann. Da gibt es innen so eine spitz zulaufende Strebenkonstruktion, wo man die Drahtlichterkette dran wickelt. Und ich dachte, sowas wäre doch hier für die Laterne eigentlich auch geil. Wirklich auch bis hoch in die Laterne, wo man die Drahtlichterkette dran wickeln kann und wo man im Idealfall dann innen rein, also ich dachte eben auch an was Sechseckiges, weil ich jetzt ja hier eine sechseckige Grundform habe, mit einem Hohlraum in der Mitte, wo ich in der Mitte das Batteriefach reinstellen kann. So war meine aktuelle Idee dazu, bisschen mit der Grund, warum ich mir diese bekloppte Arbeit mit diesem Drehverschluss gemacht habe, weil ich dachte, dann hat man diesen Beleuchtungspfosten, hat Lichtchen wirklich bis hoch, kann ja hier oben das auch in transparent umsetzen und dann hat man wirklich noch mal viel mehr Licht und hat einzelne Lichtpunkte und ich denke, wenn man dann hier zum Beispiel so eine Sterneffektfolie einbaut, dann hat man halt so ganz viele Leuchtsterne drumherum. Ja, Halterung für eine Lichterkette, das wäre sozusagen eigentlich die Idee, wo ich sage, ich kann dieses Basisteil nehmen und anstatt da diesen Aufbau hier oben drauf zu machen, der jetzt hier in der Mitte nur dieses Lämpchen hält, macht man einen höheren Aufbau drauf, der genau an der wieder hier genau an meine Lampe angepasst ist und da Lichterkette dran wickeln, Batteriefach reinstecken und dann kann man das Ganze einmal hier draufsetzen. Und das ist so schön mit dem Draufsetzen. Das sieht man ja dann später nicht, weil die Laterne ist ja zu. Könnt ihr das von der Seite sehen? Ich liebe dieses Ding, es tut mir leid. Ihr wollt auch nicht wissen, wie lange ich da dran gewerkelt habe. Gestern hatte ich echt eine Phase, wo ich dachte, boah, vergiss es einfach. Einfach Tür rein und Feierabend. So schaut es aus und hier habt ihr diese Nupsis und hier unten dran dieser Ring, der sorgt dafür, dass man es auch nicht zu weit hochstecken kann. Das ist alles sehr, sehr durchdacht. Einfach nur reinstecken und drehen. Und man kann es auch nicht versehentlich überdrehen, das kann ich euch auch zeigen, weil diese Außenteile hier unten gegen diese Streben laufen. Das heißt, das hält das Ganze an Ort und Stelle. Ulrike fragt gerade, ob ich mal geguckt habe, wie es aussieht, wenn man eine einfache Lichterkette reinstopft. Nee, ich habe noch nicht geguckt. Ich habe einfach nur gleich wieder weitergesponnen. Auch reinstopfen würde wahrscheinlich funktionieren. Ne? Reinstopfen, zumachen, dann liegt das Batteriefach halt unten drinne. Tatsächlich stopfe ich bei meinen Dekokugeln sonst die Lichterkette auch einfach nur rein. Das Einzige, was man dann halt hat, ist, dann fallen dir die Lichterkettenteile, die fallen dir dann natürlich gegen die Außenwand und stehen irgendwo an. Und wenn man sich in der Mitte wieder so eine Konstruktion reinstellen würde, dann hast du das halt nicht. Dann kann man die alle ganz gut wegorganisieren. Katrin schreibt gerade, ob man die Öffnung größer machen kann, sodass man elektrisches Teelicht reinstellen kann, dass es aufladbar gibt. Katrin, du kannst mir mal schreiben, wie groß es dann sein müsste. Ich habe gestern schon geguckt, 4 cm Teelichte könnte man machen. 5 würde schon kritisch werden. Ich kann es nochmal von unten zeigen. Man ist da in der Breite ein bisschen limitiert. Ich kann hier ein bisschen was, könnte ich noch rausholen. Diese Verbinder hier, die könnten noch ein bisschen, da kann ich noch was wegnehmen. Nicht viel, aber ein bisschen. Also wenn ich da nur irgendwo noch 2 mm rausquetschen muss, damit man sowas Aufladbares reinmachen kann, kann ich das gerne versuchen. Ansonsten habe ich gestern auch schon noch eine Idee gehabt für eine schöne Kerze, nämlich wir haben so LED-Kerzen für den Weihnachtsbaum. Und da sind auch 2 AA oder ein AA-Akku, also auf jeden Fall sind da Akkus drin. Da sind Akkus drin und die sind aufladbar und die haben nur einen Durchmesser von 1,7 cm. Das heißt, ich könnte hier in der Mitte auf jeden Fall eine andere Aufnahme, eine schmalere hinmachen, wo man auch so eine Einzelkerze reinmachen kann. Aber egal wie, jede Einzel-LED macht natürlich nicht annähernd so viel Lärm, wie wenn man da eine ganze Lichterkette reinmacht. Und bei Lichterkette denke ich dann halt auch nicht an eine Lichterkette mit Knopfzelle, sondern hier diese, wo auch wieder 2 AA-Batterien reingehen. Also eine LED-Drahtlichterkette
Und diese Dicke von Batteriefach, ich kann es euch hier direkt zeigen, die würde ich ja hier in der Mitte unterbringen. Das könnte ich ja hier in der Mitte, könnte man das reinstecken, könnte es nach oben rausziehen, wenn man die Akkus wechseln muss. So hat sich das bisher in meinem Kopf zusammengesponnen. Dafür gibt es noch nichts Vorzeigbares. Ich habe erstmal gefeiert, weil das hier mit diesem Drehverschluss funktioniert. Ich liebe den Drehverschluss. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass ihr alle sagt, die hat wohl einen Knall, was will ich mit so einem Drehverschluss? Aber ich liebe den Drehverschluss. Weil dann ist das Ding halt zu, ne? Ich komme trotzdem mit einer Handbewegung und ich muss da nicht mal irgendwie großartig feinmotorisch oder filigran sein, kann ich das Ding rausnehmen. Und mit einer Handbewegung kann ich es auch wieder einsetzen. So. Bianca schreibt gerade, wie der aufladbare Teelichter wäre super. Sie sagt 3,7 bis 4. Okay. Ja, also 3,7 bis 4. Sorry. Falscher Knopf. Der hier wär's. 3,7 bis 4 kriege ich hin. 3,7 cm bis 4 ist nicht das Problem. Muss man innen drin, muss ich ein bisschen gucken, dass es dann nicht zu knapp, das kann ich euch hier nochmal zeigen, dass es nicht zu knapp an den Rand rangeht. Das stört an dem Zusammenbau wieder ein bisschen. Aber das hier sind jetzt 3 und bei den 3 seht ihr jetzt drumherum noch Luft. Und genug Luft für 3,7 bis 4 könnte ich schaffen. Ja, elektrische Teelichter. Ich glaube, die meisten haben so ungefähr 4 cm. Das heißt, da könnte ich schon drauf achten. Bianca schreibt gerade, welche Akkus ich nutze bei AA. Du müsstest deine jeden Tag aufladen und das nervt. Boah, dann sind die schon arg alt, Bianca, oder sind die neu? Weil jeden Tag aufladen macht ja keinen Sinn. Ich habe hier verschiedene. Guck mal, warte mal, ich kann es mal kurz hochhalten. Ich stöpsel es einfach einmal ab. Ich habe hier tatsächlich noch alte, die sind von Ikea. Ladder. Hier so, ne? Aber ich habe hier auch die Power Owl, die habe ich damals bei Amazon bestellt. Ich glaube sogar wahrscheinlich zusammen mit dem Ladegerät. Und ich sag, die funktionieren gut. Aber ich kann dir auch nicht genau schwören. Ich glaube, bei den allermeisten ist es so, dass sie nach relativ kurzer Zeit ein kleines bisschen dunkler werden. Wenn die Batterie nicht mehr so richtig satt voll ist, dann leuchtet es halt nicht mehr ganz so hell. Ich kann mal einen Test machen, wenn du willst. Ich kann die einfach wirklich mal anmachen und wir lassen sie mal durchlaufen. Ich lasse jetzt nochmal vollladen und dann schließen wir sie an. In was machen wir sie rein? 30er LED-Lichterkette, meine Standard lange Lichterkette mit den 2 AA-Batterien. Und dann kann man es einfach mal laufen lassen, Tag und Nacht, und dann können wir mal gemeinsam gucken, wie lange es hält. Bevor du wieder welche kaufst und es dann doch nicht das Richtige ist. Hier, ich lese gerade. Auf jeden Fall was, wo man Akkus verwenden kann. Ja, wäre ich auch ein Fan davon. Genau. Sarah schreibt gerade auch, innen noch mal eine Art Rohr reinbringen, wo man das Batteriefach reinstellen kann. Genauso wäre der Gedanke, dass man innen halt Rohr nicht im Sinne von rund, sondern eigentlich würde ich dieses Sechskantteil einfach eine ganze Kante höher ziehen. Und auch dafür müsste ich es ein kleines bisschen breiter machen wahrscheinlich. Wartet, wo habe ich das Batteriefach? Ich kriege die LED hier kaum raus. Wartet, so. Ne? Also das Teil hier in der Mitte, Stück in die Höhe wachsen lassen. Doch, das wird sogar schon passen vom Durchmesser. So, also in der Mitte quasi wie so eine Säule rein, wo man das Ding komplett reinstecken kann, ohne dass man es sieht. Und außenrum Platz, um die Drahtlichterkette anzuwickeln. Zumal der Plan ja ohnehin wäre, das könnt ihr mir aber auch nochmal gegenbestätigen oder auch nicht gegenbestätigen, dass man wird die Laterne sowieso nicht komplett durchsichtig machen. Ne? Das heißt, man macht hier ein Transparentpapier rein, ich will für mich unbedingt eine Variante machen, wo ich hier, dieses Sterneffekt-Folienzeug reinmache, wo man einfach wirklich ganz viele Lichtpunkte dann hat. Das heißt, ich will damit sagen, man hat meiner Meinung nach sowieso keine klare Durchsicht auf innen. So wäre der Plan mit der Beleuchtung. Das heißt, es wäre auch nicht schlimm, wenn in der Mitte wirklich nochmal ein Kolben steht, der einfach dieses Batteriefach verbirgt. Dann wäre es weggeräumt, ne? Dann wäre es aufgeräumt. Okay. So, ihr Lieben, ich lese jetzt nochmal über eure letzten Kommentare. Falls ich irgendjemanden komplett vergessen habe, sorry, ihr merkt, ich bin total aufgekratzt. Ich bin total aufgedreht. Auch weil ich euch diese ungelegten Eier hier noch gezeigt habe. Aber ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie lange ich an diesem gearbeitet habe. So, wenn man sich sowas in den Kopf setzt, das ist übel. Ich sag's euch, wie es ist. Es war eine harte Nummer. Aber mit dem Ergebnis, ihr kennt mich ja, ich mache ja gerne so fiese Sachen, wo ich am Ende ganz glücklich und
zufrieden bin, wenn es dann doch irgendwie hinhaut und klappt. Also ich bin ganz zufrieden. Ach ja. Ich lese gerade die Frage, kann man diese Effektfolie mit dem Plotter schneiden? Ich glaube ja, aber ich werde es ausprobieren und werd dir auf jeden Fall Bescheid sagen. Annette schreibt, sie fände auch den Ständer für die Kleinen nice. Für die 6 cm, Annette, also für die, sag doch nicht sowas, ich war jetzt froh, wenn ich mal mit 10 und 8 wegkomme. Jetzt sag doch nicht, wir brauchen auch noch 6 cm. Ja, dann wären es halt 3 Größen. Ich gucke mal, wenn ich's hinkriege. Du bist halt Spezialkandidat, wenn du sagst, du brauchst das. Die Annette hilft mir immer so viel für die sich wundern, warum gibt es hier Leute mit besonderem Einfluss. Die Annette, die hat halt, ihr Wort hat Gewicht. Maren schrieb, sie möchte bitte ohne Lichterkette, also für LED. Also ich sag's euch, wie es ist, ne? Die einfache Variante, wo man in der Mitte so ein LED-Teelicht reinstellen kann, ja, kriegt ihr gerne. Ich hab den Drehverschluss ja schon. Ich war auch nicht so ganz sicher. Ich habe das blöd gemacht, ne? Ich war doof. Ich hätte euch das Ganze ohne Drehverschluss schmackhaft machen sollen. Sagt jetzt noch irgendwer, wir wollen lieber die Tür in der Seite haben? Na, wie wär's? Tür in der Seite und stattdessen Boden einfach zu? Tür in der Seite? Gibt's? Gibt's Stimmen für... Ich hätte nichts dagegen. Ich wäre glücklich. Ihr dürft mir gern sagen, nee, der ganze Quatsch mit diesem Ding am Boden, lass mal gut sein. Ich nehme hier die geschlossene Bodenvariante, Tür an der Seite. Fertig. Genau, Bianca schreibt noch, ein Ständer, wo 2 3-Kugeln reinpassen. Ja, Bianca, bin ich sofort bei dir. Ich hätte auch gern noch einen Ständer für groß. Kim hat auch noch geschrieben, warte, oh, ihr seid zu schnell. Ich muss hier nochmal scrollen. Ich kann hier Gott sei Dank scrollen. Lichterkette mit 6 cm Kugel würde funktionieren, weil man das Licht nicht auf das Innenteil wickeln müsste. Kim, was wäre dann deine Lösung? Wie macht man das dann? Wie kriegt man dann das Licht in der Mitte fest? Da müssten wir die oberen und unteren Enden vielleicht irgendwie kleben. Weiß ich noch nicht. Ja, und sie schreibt, wenn die so schnell entladen, dann ist das Ladegerät vielleicht nicht für die Akkus geeignet oder defekt. Kann natürlich auch sein. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ja, die Bodenvariante, keine Tür. In die Säule die Öffnung für die Lämpchen arbeiten. Iris spricht von der Säule hier, ne, Iris? Ja, so ungefähr ist es gedacht, ihr kennt natürlich nicht alle meinen Baum, aber so wäre es dann. Da wurde es damals gewickelt und hier gäbe es auch irgendeine Wickellösung. Keine Tür. Ja, ich habe es befürchtet, dass ihr jetzt natürlich alle sagt, keine Tür. Das war wieder nicht smart von mir. Ich hätte euch das Ding einfach nur mit Tür zeigen sollen und schon wäre die Tür wahrscheinlich auch akzeptiert gewesen. Ne, so, ich meine, die sieht doch auch so schon ganz schön aus, oder? So eine kleine Tür an der Seite. Aber gut, ich bin selber schuld. Ja, das ist aber der Grund, warum es jetzt auch nicht für die Clubbies, das ist der Grund, warum es jetzt nicht die Laterne geworden ist. Weil eigentlich fand ich die Laterne auch schon schön, aber die Frage, wie macht man das mit der Beleuchtung, wo macht man die rein, wie macht man das für ein möglichst sinniges, schickes Projekt, für was Besonderes, hat mich nicht losgelassen. Ich hätte einfach eine Tür in die Seite schneiden können und gut wäre es gewesen, aber das habe ich nicht über mich gekriegt. Die Annette. Pepperoni. Teelicht wird vermutlich nicht ausreichen zum Ausleuchten der Laterne. Warte. Das können wir probieren. Ich habe ja hier also das ist halt jetzt nur ein Teelicht mit einer LED. Und die Frage ist halt, wie hell will man es haben? Warte, wo habe ich vielleicht auch noch irgendwo eine Fernbedienung dazu? Ja. Das können wir jetzt gerade mal schnell ausprobieren. Das einmal an, einmal gelb, einmal hier rein. Achtung. Und dann machen wir das halt mal hier vorläufig in die Laterne rein. Jetzt wird man den Effekt nicht so perfekt sehen. Wartet. Weil ich nur an einer Seite Transparentpapier habe. Und wartet, ich muss Licht... wartet. Ich muss Licht ausmachen. Licht aus. Und an der Seite, wo ich das Transparentpapier habe, wo ist es? Da. Ne, hier. Also so in ganz dunkel. Ja, die Kugel geht mit an im Hintergrund. So ist es halt, wenn man alles mit einer Fernbedienung bedient. Jetzt geht alles aus. Ja, die eine Kugel ist noch angedreht demnach. Also, ja, ist jetzt nicht überhell,
da, wo jetzt überall der Tonkarton ist, sieht man natürlich, dass man nichts sieht, aber da, wo das Transparentpapier ist, diese Seite hier, also ist auf jeden Fall besser als nichts. Ne? Also ich finde, es kracht mehr, als man jetzt gedacht hätte mit nur einem kleinen Lämpchen. Machen wir die Lichter wieder an. Jetzt habt ihr es auch gleich mal gesehen. Und das ist hier ein Lämpchen und ich nehme an, dass das mit den 4 cm LEDs ungefähr genauso ist. So, okay. Also ihr seht, ich denke, zur Not geht es mit einem Lämpchen. Es mag auch nicht jeder dieses Gewickel mit der Lichterkette, ne? Heike schreibt gerade, sie hat eine Metalllaterne, die auch einen Drehverschluss hat. Die hätte ich gerne mal gehabt, da hätte ich mir was abgucken können. Ich mache den Rest des Abends einfach nur noch meinen Drehverschluss auf und zu. Drehverschluss. Wer meine anderen Projekte kennt, weiß, ich habe auch schon bei anderen Projekten einen Drehverschluss eingearbeitet. Aber der hier ist cool. Und da ist nichts geklebt, der ist nur gesteckt. Und der ist so stabil. Ein Abstandhalter wie in der kleinen Kugel für die Lichterkette, nur stabiler. Hilf mir mal bitte, Bibi, was du meinst. Abstandhalter wohin? Die Laterne dann aus Teilwerk für draußen im Baum im Sommer himmlisch. Ja, das überlasse ich dann euch. Aber da es ein Nicht-Kleben-Projekt ist, sobald du irgendwas hast, was stabil genug ist, damit es mit der Faltung und den Steckverbindungen funktioniert, sollte es funktionieren. Bei den Teelichtern, die aufladbar sind, die haben unten einen Schalter. Okay. Am geilsten wäre es natürlich, wenn du ein aufladbares Teelicht mit Timer hättest. Ich bin bei sowas ein großer Fan von Sachen mit Timer. Bibi schreibt, anstatt der Säule wie in den Tannen. Warte, ich komme gerade nicht klar. Ich versuche gerade es noch zusammenzubekommen. Ja, so einen Abstandhalter wie in der kleinen Kugel für die Lichterkette, nur stabiler anstatt der Säule wie in den Tannen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich es kapiert. Du meinst sowas, so wie bei den kleinen Kugeln zum Reinziehen. Ja, ich guck mal. Aber ich glaube, da man hier das Batteriefach mit verstecken muss, sollte es hier in der Mitte, braucht man in der Mitte irgendwie noch was, wo man das dann reinstellen kann. Ich habe erst überlegt, ob man irgendwie den Boden dicker macht, dass man hier unten das Batteriefach reinmacht und rausnehmen kann. Aber dann ist unser schöner Drehverschluss ja wieder weg. Und hier habe ich schon echt mit dem Platz gegeizt. Also hier geht nicht viel mehr. Dieser Drehverschluss, der braucht so eine gewisse Menge an Platz, damit er auch stabil ist und damit er oben breit genug ist, um eben auch was wirklich zu greifen. So, seht ihr? Habe ich mir jetzt das Beste fast für den Schluss aufgehoben. Zumindest die genauso Spezialmonks sind wie ich. Maren schreibt, ob ich abschätzen kann, wann die Laterne kommt. Maren, tatsächlich klemme ich mich da dahinter und ich kenne mich. Wenn ich jetzt irgendein Datum sage, ist es verkehrt. Ich muss jetzt erst noch die Kugelhalter-Geschichte hier fertig machen, weil ich da die Deadline am Donnerstag habe. Weil meine Clubis ja immer eine Woche Zeit haben für die Vorbereitung, zum Schneiden der Teile, um sich das Anleitungsvideo schon mal anzugucken. Das heißt, erstmal Kugelhalter, wo ich ja vielleicht noch eine zusätzliche Größe machen muss. Schauen wir mal. Wie komme ich da hin? Das ist Donnerstag fertig. Freitag nochmal an die Laterne. Also es wird auf jeden Fall nächste Woche. Aber ich würde sagen, vielleicht bis Ende nächster Woche wäre jetzt mal so der Plan, dass dann die Laterne auch fertig ist. Drückt mir die Daumen, wenn das hier alles gleich so funktioniert und ich muss mir über den ganzen Quatsch mit der Lichterkette noch Gedanken machen. Aber vielleicht wird es auch modular. Vielleicht wird es auch wieder Basisprojekt und Erweiterung, weil es ja jetzt schon Leute gab, die sagen, die Lichterkette brauchen sie nicht. Lämpchen wird reichen. Vielleicht mache ich es auch so, wie es jetzt hier stand, fertig und dann mache ich die Sachen der Lichterkette hinterher. Das weiß ich noch nicht so genau. Muss ich einfach nochmal selber dran gehen. Vielen Dank, ihr Lieben, für eure Zeit. Ich bin froh, wir haben das erste Live-Plotten heute geschafft. Ich hoffe, es war ein bisschen was an Info dabei, was dieses ganze Volkwill-Zeichnen-Thema angeht. Traut euch, wenn ihr das noch nie gemacht habt, traut euch da mal dran, wenn ihr den passenden Plotter habt und traut euch ran. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt gerne. Auch wenn ihr keine Silhouette-User seid, ich versuche es für euch nachzulesen. Wenn ich irgendeine Info für euch auftreiben kann, meldet euch einfach. Vielen Dank, Ulrike. Schön. Freut mich, dass es dir hier gefallen hat, wenn du das erste Mal hier dabei warst. Vielen, vielen Dank.
Wir sehen uns, ich würde sagen, wieder Richtung Wochenende. Ihr habt jetzt zwar den Kugelhalter schon gesehen, den ich am Donnerstag für die Clubbis raushau, aber ich gebe euch nochmal irgendwann einen Zwischenstand. Ich kann noch nicht genau sagen, wann das nächste Live sein wird. Vielleicht am Freitag, vielleicht auch wieder Sonntag. Wahrscheinlich eher Sonntagabend 20 Uhr. Dann kann ich auch nochmal einen Zwischenstand geben, wie weit ich mit dem Laternenprojekt bin. Es sind dann immer noch die Kleinigkeiten, ihr kennt mich ja. Ich entdecke dann doch immer noch irgendwas, was ich noch optimieren muss. Vielen Dank für eure Zeit. Es hat mir große Freude bereitet. Wie gesagt, Clubbis, ihr wisst schon Bescheid. Ihr habt so wenig euch gemuckst. Es gab wenig Stimmen für den 6 cm Halter. Schreibt mal noch in die Kommentare. Ach so, ja. Und wie immer, ne, hier als Matthäus am letzten, alle sind schon weg und im Bett. Noch auf Gefällt mir klicken, falls ihr noch da seid. Klickt mal bei YouTube und bei Facebook auf Gefällt mir. So, gut. Ihr habt lange durchgehalten. Das hat wirklich, wirklich lange gedauert heute. Simone schreibt, ob ich ihre Mail bekommen habe. Simone, ich gehe noch mal gucken. Wahrscheinlich. Ich bin einfach mit allem ein bisschen hinten dran. Letzte Woche hatte mich die Steuererklärung fest im Griff. Deshalb ist auch mit ein Grund, warum alles noch nicht so weit ist. Wie immer, wie es sein soll. Aber ihr kennt es. Das ist bei mir immer so. Ich bin nie so weit, wie es gerne wäre. So. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.